Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder live auf YouTube und Twitch. Ja, also herzlich willkommen allen YouTuber aus der Community und alle Twitch. Hallöchen. Ja, wir sind auf dem Klötzchen Community Server und ja, Kai ist noch nicht da. Der braucht noch ein Weilchen und ich habe gedacht, wir erkunden einfach ein bisschen die Gegend, machen uns ein bisschen weiter auf die Fahrt, weil wir können den Kai ja nachholen. Und ich habe mir da ein paar Schneeschuhe mal gemacht. Einfach. So, okay. Ich werde mal meine Werkbank wieder einsammeln. Übrigens ist das ein für die Twitch-Zuschauer und auch für unsere neuen YouTube-Zuschauer. Das ist ein Community-Server, ist ein sogenannter Cross-Server. Das heißt, hier kann Bedrock und Java gemeinsam spielen und wir haben hier nur Plugins und Datapacks drauf. Das heißt, ihr müsst nichts runterladen, gar nichts. Und das ist quasi unser Dankeschön an alle, die unseren Kanal unterstützen. Also auf YouTube erstmal ist das nur möglich, weil Twitch, wie gesagt, ein bisschen am Austesten. Und ja, schauen wir mal. So, okay, ja, orientieren wir uns mal ein bisschen an der Map. Eigentlich wollten. Wir waren Richtung Süden unterwegs. Ja, Richtung. Okay, das ist Osten, das ist Süden. Okay, ich würde sagen, wir gehen vorher noch mal eine Runde schlafen hier. Und dann machen. Und wie gesagt, wenn der Kai kommt, sag mal, ganz schön frech. So, okay. Ich kann jetzt erstmal. Wenn ihr zwischendurch mal was hört, ist mein Hund, der hochkommt. Habt ihr es frisch gebadet? Einen Moment. Da ist das andere Gruße. Ist der Hund noch ganz nass. Frisch gebadeter Hund. Jo, soll vorkommen. So, okay, dann werde ich mich jetzt auf die Reise in den Süden machen und irgendwann stößt der Kai dann dazu. Und dann schauen wir mal. So, oh je, wir müssen übers Eis. Das ist nicht gut. Aber ich habe ja Schneeschuhe an, von daher werden wir das schon hinkriegen. Brötchen haben wir auch bei. Ja, Essen haben wir auch genug. Mal schauen, vielleicht können wir ein Stückchen übers Eis laufen. Wir versuchen es einfach mal rechts oder links. Ich weiß es. Ich habe so das Gefühl, das wird ein riesiges Eisbio. Nein. Mit Eisbär. Und mit kleinen Eisbärkindern. Da. Eisbärkind. Klein Lars. Ja, wir laufen hier ein bisschen frei durch die Gegend. Wenn es einen Augenblick leckt, ist normal. Und hallo Rierlein. Ja, ich bin schon sehr lange auf Twitch. Du wirst lachen, mein Kanal existiert eigentlich schon genauso lange wie Twitch. Aber erst jetzt geht Multistreaming. Hallo Ria. Schön, dass du vorbeischaust. Ich weiß, dass es ein bisschen gemein ist mit 10 Minuten warten und so, bis man da halt mitnehmen kann. Ich glaube, das ist immer noch drin. Ich hatte es jedenfalls nicht rausgenommen. Und ich habe mir gedacht, bei vielen, viele haben gesagt, dass ihr Empfang, wenn sie auf Handy oder auf einem Tablet gucken, dass der besser auf Twitch ist. Aber wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr lange auf. Da habe ich nämlich ursprünglich mal gestreamt, ist aber schon sehr, sehr lange her und angefangen habe ich auf Justin TV damals. Also mein Kanal gibt es glaube ich schon 14 Jahre oder so. Also 12 Jahre habe ich auf Twitch nicht mehr gestreamt.
Das ist eine ziemlich lange Zeit. Hallo, Herr Fischer. Haben Sie irgendwas Interessantes für mich? Warten Sie mal. Aufstehen. Hallo, Herr Fischer. So, was haben Sie denn da in Ihrer Kiste? Oh, okay, nehmen wir mit. Und Glück des Meeres Haltbarkeit 2. Ich weiß gar nicht, was meine hat, aber ich glaube, ich bin gebratenen Lachs. Dankeschön, Dankeschön. So, okay, klappen wir mal wieder hoch und fahren ein Stück rückwärts. Wie gesagt, der Kai braucht noch ein bisschen. Wenn ich übrigens nicht gleich sofort reagiere, seid mir nicht böse, weil ich hier zwei Chats lesen muss. Und jetzt musst du aber zwei Chats beachten, genau. Deswegen sage ich ja gerade, ja. Also Twitch ist ein bisschen schneller wie YouTube, weil YouTube hat immer doch ein relatives Delay. Also alles gut. Ich krieg das schon hin. Ich habe dich ja auch entdeckt. Alles gut. Und wenn es für dich qualitativ besser auf Twitch zu gucken geht, warum denn nicht? Gesagt. Ich muss den Kanal auch erstmal wieder aufbauen und weil wie gesagt, nach dem Umzug von Justin TV haben die eigentlich uns versprochen, alle Videos und Streams, also die Videos vom Stream mit rüberzunehmen, unsere Videos, die Follower und weiß ich was alles und das hat damals nicht geklappt. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich von Twitch weg bin und habe aber den Account immer stehen lassen, weil ich ja meine anderen Freunde da alle noch habe, die ab und zu mal auch noch streamen. Also die machen kein Minecraft mehr, soweit ich gesehen habe, sondern die streamen alles Mögliche einfach. Lustig sind. Es sind ja auch schon alle etwas älter. Oh, da ist noch ein Fischerschiff. Fischerschiff. Schiff. Naja, ihr wisst schon. So ein Schiff. Okay. So, dann schauen wir uns doch mal um. Oh, das ist ein... Okay. 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 Ein Sumpf. Sumpf ist eigentlich immer prädestiniert dafür, hier so ein gemischtes Dorf zu... Mit Hexen und... Also, wir schauen mal. Lass mich mal da so ran scrollen. Das sieht hier aber noch relativ ruhig aus. Da ist irgendwas mit Stein. Ja, wir können uns eigentlich aussuchen, ob wir jetzt durch den Sumpf gehen, am Rand gehen. Ich würde sagen, wir gehen am Rand. Versuchen das mal so ein bisschen. Das ist auch so eine schöne Gegend. Schaut mal mit diesen Felsen und es ist. Ach, es gibt so tolle Ecken hier. Also beim nächsten Mal werde ich mir wahrscheinlich doch mehr Zeit nehmen, einen wunderschönen Spawnpunkt noch schöner auszusuchen, als wir ihn hier schon haben. Und ich bin schon so am bisschen überlegen, was wir dann machen, weil ich habe ja letztens schon erzählt, also dass wir ja uns ständig auch weiterentwickeln und ähm, aus unseren Fehlern lernen, Dinge, was kann ich besser machen, was kann ich weglassen. Wie gesagt, momentan ist es halt ein bisschen ärgerlich mit dem Umzug, dass das noch nicht so geklappt hat. Aber das ist halt immer problematisch, wenn ein Server-Admin halt alles angelegt hat und ein anderer muss sich da erstmal reinfrimmeln und dann noch einen anderen Server umziehen. Das ist nicht so einfach. Das hört sich immer sehr, sehr einfach an, ist es aber nicht. Weil es soll ja auch alles. Finde ich gut, kann ich nackig zugucken und keiner von den anderen merkt es. Also hier. Ja, das, wie gesagt, mal's ab. Mal's ab. Weil noch bewerbe ich den ja noch nicht so, den Kanal. Das ist eher so, so ein bisschen exklusiv momentan. Aber das kommt noch. Weil einer Fetz hat ihn ja auch schon entdeckt. Ein paar andere. Ach, so, jetzt muss ich aufpassen. Hier ist nämlich eine Schlucht. Nicht, dass ich da wieder ins Loch falle. Ich muss auch ein bisschen drauf achten, wenn der Kai kommt. Bei dem muss ich dann hinter mir herporten. Warte mal, ich werde mal schon vorsorglich in meinen Discord Live-Talk rutschen. So, was? Ja, wenn, dann machen wir das alles gleichzeitig hier. Weil, wie gesagt, ich teste das alles noch aus. Du siehst ja, es ist noch kein Tippi drauf und nix. Das ist gar nichts. Das ist einfach nur nackig. Es ist wirklich ein nackiger Kanal noch. Aber das kommt, das kommt.
Aber es wäre schön, wenn ich natürlich wieder meine alte Twitch-Gemeinde zusammenkriegen würde, obwohl ich immer sage, die sind auch alle mittlerweile Papa, Mama geworden und fertig mit Studieren und ja, da schauen wir doch mal, ob wir hier was Schönes finden. Das sieht doch schon mal sehr nett aus. Ein Boot. So. Und wundere dich nicht, ich bin letztens mit Kai wieder, also am Montag war das? Montag, genau, Montag mit Kai wieder in einem Villager Raid gewesen und das Siegeszeichen noch. Guck mal, das ist auch so eine tolle Plattform hier wieder. Was man hier alles bauen könnte. Sieht aus wie so eine Statue, wie so ein Gesicht. Was? Ich finde das. Ja, wie gesagt, momentan verzögert sich das alles ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm. Weil ich mir Gedanken machen kann über Community Server Nummer 3, der dann gleich komplett dann fertig gebastelt wird. Also wie gesagt, das wird auch wieder ein Cross-Server sein. Und Hallöchen Ria. Und hallo Alamea. Die Ria guckt jetzt doppelt. Einmal auf Twitch, einmal auf YouTube. Ähm, nee, wie gesagt, wo ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, weil so ganz gefällt mir dieses eine Datapack noch nicht. Ich weiß, dass es noch andere gibt, die ich aber dann mit Mimi vorher erstmal ganz in Ruhe austeste. Weil das war eher auch so eine Hauruck-Aktion. Lass uns das mal austesten. Aber bis jetzt kann ich mich eigentlich nicht beklagen, weil wichtig ist ja, wie gesagt, dass diese Performance halt funktioniert und das tut sie. Also, ich habe keine Beschwerden gehört, was das Laggen oder so angeht. Das funktioniert ja alles einwandfrei. Die FPS sind normal. Was ja das Wichtigste ist, ihr wollt ja auch, ich sag mal, leckfrei spielen. Das heißt, es gibt uns Möglichkeiten zu entscheiden, dass wir dann noch Sachen zunehmen. Aber ihr wisst halt, Mods und so können wir nicht, durch die Bedrocker halt, ne? Das geht nicht. Aber es gibt, soweit wir gesehen haben, doch relative gute Alternativen als Datapacks. Also wir stecken da schon in der Kopfplanung sozusagen drin, was den dritten Server angeht. Aber wie gesagt, das wird dauern. Also da nenne ich euch auch keinen Zeitraum jetzt, weil es macht keinen Sinn, weil wir wollen ja auch mal gucken, dass wir euch natürlich dann ja etwas Gutes und etwas Schönes bieten. Und dann müssen wir halt mal gucken. Vielleicht werden wir dieses Mal sogar in den Bereich Fantasy oder so reingehen. Ich weiß es noch. Hab ich irgendwie Bock. Bei Steampunk liegt nicht jedem, auch ich muss mich da tierisch reinfrümmeln, aber ich denke mal Fantasy und Mittelalter gemischt oder so. Mal schauen. Wir werden auf jeden Fall eure Vorschläge und Anmerkungen werden wir weiterhin sammeln. Da haben wir schon eine ganze Menge zusammen, was ihr euch wünscht und was weg kann. So, schauen wir mal. Da ist, ich glaube, das ist Turm. Der da oben. Ich glaube, der ist da oben. Ja, ist ein Turm. Da ist wieder so eine Hatchet drin. Das ist so ein Turm mit einer Hatchet. Da den da oben. Warte mal. Geh mal ein Stück näher ran, dann sieht er das. Also in diesem Holzturm, da ist immer diese Hatchet drin, die unkaputtbar ist. Das ist ein Teil des Data Packs halt. Also hier scheint nichts, hier ist nicht so, wie es scheint, sage ich mal so. Und ja, also was ich auch machen möchte, ist, da bin ich mit Mimi momentan immer so ein bisschen am Überlegen, was wir machen können. Mimi sucht da auch schon eifrig, mal wenn sie Zeit hat. Ich möchte mehr Tiere haben. Das stelle ich mir relativ lustig. Also wenn wir nicht nur diese gängigen Minecraft-Tiere haben, sondern sowas ähnliches vielleicht wie Alex Mobs oder sowas halt. Aber wie gesagt, das ist halt eine Mod, die wir hier nicht nutzen können. Aber es gibt halt Alternativen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Auch mit den Rucksäcken. Wir werden wahrscheinlich Vanilla Twix mehr benutzen für bestimmte Dinge.
Aber wie gesagt, es hat jetzt erstmal Zeit, weil jetzt erstmal weiß ich halt, dass demnächst ja sehr viel noch passieren wird und wo ich dann voll beschäftigt bin und überall sein muss. Also ich werde euch nach und nach die neuen Projekte, die da anfangen, natürlich vorstellen. Ich habe heute entdeckt, dass unser lieber Kubossa nämlich wieder zurück ist. Und da muss ich mal gucken, ob ich den zu fassen kriege, weil der hat nämlich einen Hogwarts-Server, den man besuchen kann. Und dann schauen wir uns den doch mal an, wenn der das erlaubt. Aber ich denke schon, weil das ist ja auch Werbung für ihn. Ui, das ist ja auch cool. Guck mal, die Ruinenstadt und dann hier gleich an so einer Höhlenformation. Ja, auch cool. Schauen wir uns erstmal die Höhle an. Ja, schaut mal. Wow. Okay, und dann die Ruinenstadt. Ihr seht schon, das ist halt, wenn man ein Datapack hat. Ja. Aber wie gesagt, auch in eine Wordborder gepackte Welt ist halt schwer zu kontrollieren, wie die Sachen da teilweise generieren. Aber das ist nicht weiter schlimm. Also das ist hier wieder so eine Buddel-Ruinenlandschaft, wo man wieder eine Runde auspinseln kann. Hier sind hier so die Reste, Häusern eingehen. Hier. Da ist sogar noch nicht ausgebuddelt. Mein Pinsel geht auf die Hunde. Da kann man ja mal pinseln, mal sehen, was da rauskommt. Ab. Ich steck mal ein Stück Gold. Ein Stück. So, und dann könnt ihr halt hier die ganze Ruinenlandschaft. Ich finde das Thema Abenteuer und Entdecken finde ich übrigens sehr sinnvoll, dass wir das hier so gemacht haben. Und ihr seht, hier wartet noch keiner. Ich werde jetzt hier auch nichts ausbuddeln, damit ihr das natürlich machen könnt. Ich werde auch die Vasen stehen lassen, weil, wie gesagt, ich ersticke Zeug. Ich habe genug Krempel. Und ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier auf Abenteuer zu gehen und viele Dinge zu entdecken. Es gibt unterirdische Villager, die man entdecken kann. Es gibt kleine Dungeons. Also wir haben das erstmal so anfängerfreundlich wie möglich gemacht. Aber es gibt natürlich auch später dann noch Sachen, die dann für die etwas Erfahrenen wahrscheinlich interessant sein werden. Also wie gesagt, das Nether ist noch zu. Das hat auch, wie gesagt, den Grund des Umzugs halt. Weil das soll natürlich dann auch richtig funktionieren alles. Und da müssen wir halt wirklich auf den anderen Server umziehen. Und wenn wir den nämlich jetzt normal aufmachen würden, dann würde das mit diesem Datapack keinen Sinn mehr machen. Schaut mal, das ist nicht herrlich. Lass ich drin für euch. Schaut mal. Oh, da, was haben wir denn da vorne? Das ist oder was ist da in? Ich glaube, das sind. Aber seht ihr, wie groß so eine Ruinenstadt hier alleine ist? Da habt ihr eine Menge zu buddeln. Und wie gesagt, der Fokus liegt Tatsache wirklich auf Entdecken und Reisen und schauen, was es hier alles so gibt. Ihr seht, es gibt richtig tolle Landschaften zu entdecken. Also momentan mache ich auch durch dieses Cross-Streaming zwar meine Abenteuer hier, aber auch natürlich Werbung. Ja, ich bin gespannt. Hört sich nach einem super Plan an. Ich muss trotzdem leider erstmal weiter. Wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Das wünsche ich dir auch, liebe Ria. Schau gerne mal wieder vorbei. Wie gesagt, ich werde jetzt immer Multistream machen. Das heißt also, jeden Abend kannst du eigentlich rechnen damit, es sei denn, ich bin mal wirklich zu groggy. Aber ich weiß, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich dann auch einen Tag Pause einlege. So, okay, wir kommen hier anscheinend in ein Wunder. Okay, dann schauen wir uns doch mal, was es ist. Blumen, bei schöne Stileblumen. Ganz viele. Und vor allen Dingen, wie gesagt, mein Ziel ist es ja jetzt auch Stück für Stück jetzt Richtung Heimat hier zu reisen. Und wir müssen ja an unserer Base noch weiterbauen. Ich habe jetzt mit alle doch ganz schön viele Ideen sammeln können.
was meine Base angeht. Und ich nehme halt die Gelegenheit wahr, hier so ein bisschen das Grundbauen zu. Der Blumenmarkt, der ist hier gut aufgehoben. Ein Blumen, sehr schön. Muss nur aufpassen, dass ich nicht vergesse, dass hier die Creeper natürlich nicht wegrennen. Ich habe hier keine Katzenschuhe. Da vorne ist ein Schiff. Wie gesagt, solche Sachen lasse ich euch alle. Es gibt einmal die gängigen Schiffe und dann gibt es auch welche, die, also das ist jetzt ein Portal, also es gibt wie gesagt auch Schiffe hier. Es gibt die gängigen, die unter Wasser liegen oder eben halt so ein Schiffwrack irgendwo herum. Und dann gibt es halt auch ganz große, die man looten kann und die sind richtig voll. Also wirklich voll, voll, voll. Wo ihr ganz viele Dinge habt. So. Anhand der Kisten kann ich nämlich immer feststellen, ob ich jemand war nicht. Okay. Hier ist Effizienz 5 drin und eine Behutsamkeitspicker und Eisen und Gold und hast du nicht. Okay, wir sind Richtung Süden unterwegs. Ich werde mir mein Bötchen wieder krallen. So, okay. Wundert euch nicht, wenn ihr irgendein komisches Geräusch hört. Genau, wird dir angezeigt. Das ist gut, dass du mir das sagst, dass das auch geklappt hat. Das hat nämlich bis jetzt noch keiner angemerkt. Vielen, vielen Dank, liebe Ria. Dann hab einen schönen Feiertag morgen. Morgen Abend streame ich übrigens vom Server von Wusimo aus. Und zwar feiert der morgen Jubiläum. Mhm. Und da sind wir eingeladen. Lasst euch mal überraschen, das ist eine coole Geschichte da. Da ist so ein Schiff. Da ist ein Schiff. Ein großes Schiff. So. Und im Gegensatz zu einem Modpack sind die hier halt immer freundlich. Da wohnen also keine Pillager. Sondern wenn höchsten Falle mal Villager hier rumgeistern. Jetzt zeige ich euch mal so ein Schiff. Wartet mal, ich habe ein bisschen Holz und kann mich da hochbauen. Da muss ich nicht kaputt machen. Ja, weg nur. Brauch mal nur. Hopp. Okay, dann kann ich es euch mal zeigen. Also, was ich besonders mag, sind diese schönen Banner, die diese Schiffe immer haben. Dann gibt es hier so eine Kapitänskajüte. Hallöchen, Kinder gibt es hier auch. Dann gibt es hier solche Geschichten. Deswegen, also selbst wenn ihr jetzt auf dem Server neu anfangt oder so, wir haben erstens mal eine Art von Farmwelt mit allen möglichen automatischen Farmen, wo ihr euch einkleiden könnt. Dann haben wir einen Tauschmarkt. Wir haben, also ihr seht, Schätze. Merkt euch einfach nur die Reihenfolge. Ne? Ich zeig's euch. Warte. Dann gibt es hier noch. Hier sind auch noch. Weil ihr seht, hier ist Erde schon. Oh. So, okay. Okay, dann gehen wir hier mal schlafen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das halt so, dass es hier ganz viele Dinge gibt. Ich dachte, ich lasse euch stehen, weil ich hab es schon. Und das ist zum Beispiel eins dieser Datapacks, die wir benutzen. Vielen Dank, dass wir das nutzen dürfen. Cat Kongs, More Villages. Und wir haben noch ein paar andere hier drauf. Ihr seht das schon, hier sind ein Haufen Kisten, hier auch drunter. Das müsst ihr hier quasi alles wegmachen. Diese hier sind leer, aber die hier, schaut mal, stackweise das Zeug hier drin. Oh. Und das ist halt da unten drunter, das heißt, ihr müsst euch schon die Mühe machen, das alles so ein bisschen. Also hier gibt es nicht nur Essen drin, es gibt auch Baublöcke drin, also hier mehr Weizen. Also Setzlinge kriegt er hier und Beton und hast du nicht. Und das geht hier dann noch weiter. Ja, hier gibt es dann auch mal ein nicht braubarer Trank, der keine Wirkung hat. Könnt ihr einen Prank mitmachen. Dann gibt es hier Beton drin, es gibt Eisen drin und ach alles. Müsst ihr selber mal gucken. Ja, das ist sozusagen das Schiffchen hier.
Okay. Ich finde das sehr angenehm, aber wie gesagt, wenn ihr ganz neu auf dem Server seid, also ihr schafft es relativ schnell, ohne große Probleme euch auszusuchen. Und wir haben auch eine Trading Hall, wo ihr hinreisen könnt. Also ist mit dem Zug und mit dem Schiff erreichbar. Ja, also alles sehr gemütlich, sehr chillig. Also wie gesagt, mit Fokus auf Bauen und Entdecken und weniger auf, ich sag mal so, Farm bis zum Umfallen. Mal gucken. Das ist das einzelne. Nein, das ist es. Dann ist hier ein Schiffswrack. Dann ist das ein großes Schiffswrack. Da fahren wir mal hin. Haben ja, wie gesagt, Zeit. Morgen ist Feiertag. Ich bin relativ guter Laune. Ich bin hellwach noch. Nicht so gestresst wie sonst immer unter der Woche. Kennt ihr ja von mir. Und da ich ja morgen weiß, ich kann ausschlafen. Also gut. Morgen Abend sind wir dann ganz viel eingeladen. Und soweit ich ihn verstanden habe, ist bei ihm das Thema Mittelalter. Und das wird auch sehr interessant. Ne? Das ist ja eine nette Hütte. Guck mal, hier muss man nicht mal tauchen. Und das ist auch wieder reichlich bestückt, wie ihr sehen könnt. Aber ich brauche das Zeug halt nicht, weil wenn ich was brauche, gehe ich halt in die Farmwelt. Hole mir das aus einem der vielen automatischen Farmen und ja, alles gut. Also ich besammle eigentlich nur so besondere Dinge. Und das Schöne ist, wir machen hier natürlich ab und zu auch mal kleine Events. Dann weichen wir manchmal auch eine andere Map auf. Da können dann alle mitspielen. Wir haben jetzt gerade die 15 Jahre Minecraft für die Java-Spieler die Map für euch bereitgestellt gehabt als Multiplayer und haben dann auch hohen Besuch der Erbauer bekommen aus den USA und Australien. Bin ich ganz stolz drauf, die sich sehr gefreut haben, dass wir das so angenommen haben. Wir haben für die Bedrock haben wir es gesehen. Das Problem ist, ja, das kriegen wir nicht auf den Server bei uns rauf. Das passt nicht, das ist nicht kompatibel. Man müsste das irgendwie über Bedrock lösen. Und dann könnten auch nur 8 drauf und das ist dann doof. Also haben wir gesagt, lassen wir das weg. Wir machen, konzentrieren uns lieber, dass wir hier weiter für euch das hier machen alles. Und ja, beim nächsten Event müssen wir mal gucken, was wir da machen. Dass wir die Bedrocker dann nicht wieder ausschließen. Weil das ist halt immer so ein Kompatibilitätsproblem, weil mit Java kann man einfach mehr machen. Es ist nun mal so. Tut mir leid, liebe Bedrocker, ist nicht böse gemeint. Aber man findet einfach viel mehr interessante Dinge. Das reicht ja schon, wenn ihr zum Beispiel CurseForge aufmacht oder so. Halt all die ganzen Mods, die man da findet. Und vor allen Dingen, was für mich immer wichtig ist, es ist kostenlos, weil wenn ich euch natürlich die Event Map anbiete, möchte ich dafür natürlich nicht extra noch Geld investieren. Das stecke ich lieber in den Community Server. Ne? Für die Sicherheit und die ganzen Dinge, die man da so braucht halt und einen vernünftigen Server, der vernünftig gehostet wird und. Das ist mir dann lieber. Und ansonsten, ja, ne, ich bin gespannt, wann der Kai kommt. Momentan ist die Christa nur da. Die Christa ist aber am Bauen und Video machen. Die werde ich jetzt nicht unbedingt stören wollen. Wir waren ja auch bei Christa schon. Wir haben ja schon ja, ihre Riesenbase. Ich glaube vor letztes Stream oder der vorletzte, weiß ich nicht. Also ich weiß immer, dass wir momentan immer so von Border zu Border reisen, eigentlich immer mehr Dinge aufdecken. Und bisher haben wir ja eigentlich mehr oder weniger nur die Oberwelt abgegrast und so ein Teil der Höhlen halt. Das war es aber auch schon, aber so Tempel unter Wasser oder so haben wir noch gar nicht gemacht. Aber wir wollen euch ja noch so ein bisschen die Spannung erhalten, selber was zu entdecken. Weil hier gibt es natürlich unter Wasser auch noch was. Ich bräuchte übrigens mal langsam eine Wüste. Nicht schon wieder einen Sumpf. Oder so. Oh, es ist doch immer so. Zu geil. Wir versuchen mal irgendwie draußen rumschippern. Weil ich bin ja noch lange nicht zu Hause. Das dauert noch. Weil auch wenn wir eine Worldborder haben, haben wir doch darauf geachtet, dass die Map relativ groß ist.
damit ihr natürlich, wenn der Fokus auf Bauen liegt, ist natürlich wichtig, dass jeder genug Platz hat. Wir brauchen auch kein Klemmsystem, das heißt, ihr könnt bauen, wo ihr wollt, ihr müsst nichts claimen, weil wir haben, wie gesagt, das Schutzsystem drin, also was uns natürlich sofort anzeigt, wer wo was macht. Wir können das jederzeit auslesen und genau überwachen. Und guten Abend, liebe Alexandra. Wie geht's dir? Ich hoffe, du bist gesund und munter. Hast eine gute Woche gehabt? So, okay, dann schauen wir mal. Da ist mein Boot. Wohlsto. Okay, ich würde schon sagen, aber ich habe mein Boot verloren. Da bin ich nämlich auch Weltmeister drin. Boot verlieren. Kann ich besonders gut. Ach, das ist auch schon wieder so eine tolle Ecke. Schaut euch das mal bitte an. Das ist irre. Es ist doch irre. Stellt euch mal vor, ihr baut irgendwas so Mittelalter oder sowas. Doch, das ist doch genial so. Aber da ist eine Ruine drunter. Schaut. Wir können ja hier mal an Land gehen und mal. Oh, hier sind sogar Meere und ein Schiff. Schiffswrack gibt es hier auch noch. Also ihr seht hier ist immer so eine Kombination aus allem Möglichen. Das kommt, weil sich die Datapacks natürlich genau manchmal dahin legen, wo dann schon diese sind. Was ja nicht das Schlechteste ist. Oh, sind da drüben meine Freunde? Sollen wir sie besuchen gehen, meine Freunde? Ich glaube, das sind meine Freunde, die Pillager. Hm. Hier müsst ihr echt keine Angst haben vor denen. Die sind so einfach zu bezahlen. Auch wenn ich alleine bin, wie gesagt. Wenn ihr vernünftig ausgerüstet seid, dürfte das kein Problem sein. Ja, da kommt der erste schon. Bisschen. Ja. Ah ja. Es macht mir gar nichts. So. Vielleicht Nummer 2. Hopp. Hallo, Herr Axt. Ab. Plapp, plapp. So, wo steckt der Letzte? Ah, du meinst, du bist besonders schlau, wenn du dich hier hinstellst, ja? Okay. So, war schon. So, packe ich euch die da rein. Das kann ich da reinpacken. Und noch rein das. Ich brauche das Zeug. Wie gesagt, nicht. Ja, soweit geht's mir gut. Die Woche war anstrengend, aber es ist ja langes Wochenende. Genau, hast den Brückentag genommen. Sehr vernünftig. Ausruhen muss sein, Alexandra. Nördlich so. Da, ich muss in die Richtung. Da, jetzt wollte ich schon wieder in die falsche. Okay, wir können ja darüber. Nacht ist schlafen. Ich würde mal sagen, es könnte sein, ein paar kleine Ruinen. Aber das ist, wie gesagt, diese Besonderheit, dass sich manchmal die Dinge überlagern und dann habt ihr halt zwei im einen oder das ist, ja, ich finde es nicht schlimm, weil ihr hier dann so ein paar Ruinen habt. Also Kinder würden dann ihre Fantasie hier. "Oh, ich habe eine Ruine gefunden und jetzt kann ich da schlafen und ja, man kann hier gut Roleplay machen. Okay, da hinten ist auch noch irgendwas, das schauen wir uns nach dem Sonnenauf. Ähm, 8. So, ins Bettchen hüpfen, kann ich in der Zeit was trinken. Okay, Bettchen wieder einpacken. Hauen wir doch mal da hinten, aber erstmal frühstücken. Das ein Baum oder was ist? Das könnte natürlich auch wieder so Sumpfbaum sein oder sowas. Manchmal. Schaut mal. Das ist so genial. Die kleinen Ruinen hier und mal diese Kulisse an. Wow. Also Kulissen könnt ihr ja hier auf dem Server finden, noch und nöcher.
Und übrigens, der wird es so machen, wenn dieser Server irgendwann dann mal aufgeht, kriegt er die natürlich als Download. Mit dem anderen werden wir das auch so machen, mit dem vorigen. Also wir haben den abgespeichert. Hallo mal. Multistream heißt, dass ich jetzt auch live auf Twitch zeitlich sein kann. Meinen alten Kanal sozusagen mitbelebe, aber der Hauptfokus bleibt natürlich auf YouTube. Oh, also ihr könnt jetzt, wie gesagt, weil viele haben gesagt, ja, YouTube und es hakt und ruckelt immer bei mir, wenn ich am Handy gucke oder iPad oder so. Habe ich gedacht, okay, OBS hat jetzt ein neues Plugin rausgebracht, wo ich ganz einfach per Knopfdruck beide Kanäle aktivieren kann und habe das mal ausgetestet. Das funktioniert ganz gut. Und vielleicht läuft es dann bei einigen, wenn die gucken wollen, viel, viel besser auf Twitch als auf YouTube. Gesagt. Ja, ich habe das Gefühl, da vorne ist ein großes Hexendorf. Es sieht sehr nach Hexen und Villagern gemischt. Schaut euch mal die Größe an. Wow. Wow. Genau wie hier. Bubus Klötzchenbande. Ich kann euch ja mal den Link reinsetzen. Warte mal, da muss ich nur meinen Stream aufmachen. Ich erschrecken, wenn ihr kurz was doppelt hört. Hat mich bemüht, dass mir schnell um Twitch. Mein Ton ist okay. Das ist sozusagen auf Twitch der Kanal. So, und da könnt ihr nämlich da und da gucken, wie ihr lustig seid und ja. Und ich hoffe, dass es da genauso natürlich ruckelfrei läuft und leckfrei wie hier. Weil hier haben wir ja viel Arbeit reingesteckt, um das alles hinzukriegen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier runterkomme. Ich würde mal davon ausgehen, es ist Englisch. Ah, wo wir wieder hexen können. Ich habe schon wieder keinen Ton. Wartet mal, ich habe meinen Ton auf Lautsprecher. Wie geht das? Warum? Ah, weil er mir meinen Kopfhörer ausgeschmissen hat. Moment. So. Mhm. Ah, so. Kopfhörer wieder drin. Das ist ja toll. Ich rufe meinen Twitch-Kanal auf, poste euch den Link rein und prompt ist mein Kopfhörer weg. Wundere mich, warum ich die Hexe nicht höre. Okay, ich werde mir Brote mal auffüllen. Ich werde mal das Bett hier anklicken. Weiß ja nie, ne? Manchmal sind die doch ein bisschen garstig. Hexen hier. Als sich doch vergiftet werden. Weiter. Hallöchen. Das Schöne ist, da sind immer Spinnweben am Haus und dann kleben die immer fest. Guck, ich lasse euch. Also das ist hier jetzt so ein Hexendorf. Ich werde jetzt auch nicht alle umbringen, weil ich nicht weiß, inwieweit die wieder spawnen. Es, ich denke mal, die werden wieder spawnen, ganz einfach aus dem Grund, weil die Villager hier bleiben. Und das ähnlich eigentlich sich. Also ihr seht, das ist ein richtig Dorf, ein bisschen verwirrend hier. Mit Katzen, mit Golems, mit einer, ja, ein etwas andere Art von Schmieden und manche Häuser sind noch ein bisschen komisch generiert. Die sind hier irgendwie unterirdisch. Weiß nicht. Keine Ahnung, jedes Dorf ist anders. Hier gibt es Knochenmehl. Also als Knochenblöcke. Es gibt Türme, wo Hexen drauf sein können. Also wir können uns ja mal diese Schmiede angucken. Er ist eine Schmiede. Oder in dem Fall der Kartograf. Den sie diesmal hier drin haben. Hier ist eine Schmiede zum Beispiel. Ja, mit Rüstung. Und hier gibt es Diamanten. Bubu, ich kann noch nicht auf den Twitch-Kanal schreiben. Ja, genau.
Genau, das ist aber eine Sicherheit mal. Sei mir nicht böse, aber ich habe keinen Moderator dort. Und da der Chat ein bisschen anders funktioniert, habe ich mich entschieden, das so zu machen. Aber alles gut. Das ist, wie gesagt, jetzt erstmal Vorsichtsmaßnahme damit, weil ich ja den YouTube-Channel ja auch moderiere, weil mein Team natürlich nicht immer jeden Abend Zeit hat oder Lust hat oder selber am Streamen ist, ne? Wie du weißt, Padma und Ecki und so, die sind ja auch selber mal am Streamen, am Spielen. Und da möchte ich halt nicht. Hat die Alte mir doch glatt. Ja, ihr seid ja wohl nicht mehr ins Echt, oder? Das bezahlst du mit deinem Leben. Richtig. Ja, ja. Also. So, noch einer ohne? Oder oben, ne? Na komm, zeig dich. Zeig dich. Hallöchen. Er hat den Braten geholt. Okay. Aber beschieß mich nicht nochmal hier. Okay, dann gibt's hier auch so, ja, merkwürdige Gebilde. Das ist ja, ein sehr seltsames Dorf, aber es gibt halt viele Schmieden. Ich guck gerade bei meinem manchmal ganz Schleim gehört. Ich höre hier Schleim. Hier den auch. Hä? Der ist jetzt aber nicht im Haus, oder? Ich sag jetzt mal nix. Bist du nicht ein bisschen zu groß für das Haus? Ich meine ja nur, warum? Warum sitzt der da im Haus? Okay, machen wir die Tür wieder zu. Okay, ihr wisst, hier ist ein Schleim im Haus. Oh Mann. Das gibt Dinge, die gibt's hier gar nicht. Und das ist halt das Witzige, dass sich manches halt so ein bisschen überschneidet. Okay, dann mache ich mein Bettchen hier nochmal und dann gehen wir weiter. Wie gesagt, ich möchte euch einfach so viel wie möglich hier übrig lassen, weil ich nicht weiß, inwieweit Dinge wieder generieren. Und ja, so habt ihr halt noch Decken. Hier gibt es noch Kühe. Ich denke mal, Kai wird genug Leder haben, dass er notfalls sich noch ein paar Schneeschuhe machen kann. Apropos, die können wir eigentlich ausziehen. Da kein Schnee. Ja, okay. Dann machen wir uns weiter. Okay, da sind schon die nächsten Dinge vor uns. Da sehe ich ja was Ruinenmäßiges. Oh, ich bin. Also es gibt auch genügend Tiere hier, also unterwegs. Das ist ein, wie gesagt, sehr chilliger Server, wo jeder mit jedem zusammenspielen kann. Ich würde mal sagen, hier ist ein Dungeon drin. Ja. In der Hoffnung, dass jetzt mal kein... hallo? Okay, ich würde schon sagen, kein Wasser drin. So, ich würde jetzt gerne meine Fackel aufhängen. Wie weit ist das Wasser? So, ich mach mal. Muss mal, wie weit das Wasser hier drin ist. Aha, okay, gut. Ist ein großer Dungeon, wie ich gerade sehe. Sehr schön. Schauen wir doch mal. Okay, hier geht's rein, da geht's auch nicht rein. Erstmal. Okay, hier liegen Gräber drunter. Ihr könnt dann hier auch sehen. Mach mal Licht an. Da gibt es halt eine Menge Vasen. Eine Truhe. Warte, ich lasse euch. Ich zeige euch einfach. Ist genauso, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel den Deckel wegnehmt, dann ist hier ein Grab drunter. Ja, hier könnt ihr reinnehmen. Da gibt es halt vielen Vasen, Gräbern. Ja, manchmal sind die ein bisschen komisch generiert, manchmal gehen die noch weiter. Also ich kann ja mal gucken.
hier noch weitergeht. Manchmal ist es, aber in dem Falle ist es nicht so. Okay, da ist ein kleiner da. Manchmal, wie gesagt, sind auch Zombies unten drin, manchmal ist eine Lush Cave hinter, manchmal offen, manchmal auch nicht. Also es ist so, okay. Gut, es ist schon wieder Nacht, können wir schlafen gehen. Bettchen hier wieder auf. Und wie gesagt, dieser Community Server ist ein Cross-Server. Wir spielen auf der 21.4. Ich glaube, die Bedrocker auf der 21.1 zurzeit. Hab mir aber sagen lassen, dass manche mit der 1.80. Jetzt bin ich aber wirklich beeindruckt. Mit der 1.80.1 oder was hier auch drin sind. Na toll. Echt super. So sieht das übrigens mit Shader aus. Wahnsinn. Okay, schauen wir uns das Ding noch. Es ist eine Fliege. Okay. Eine Fliegeninsel. Und man kommt da anscheinend auch hoch. Wir schauen uns das Ding jetzt mal an. Ich hoffe nur, dass es jetzt hier nicht irgendwie Gewitter gibt. Wir mal hoch. Das ist ja mega. Ich weiß, dass es eine solcher Inseln gibt irgendwo auf dem Community-Server, also innerhalb der Wordborder. Die ist auch so. Und da oben ist ein Dorf drauf. Da wohnt Tatsache Villager. So, hier weiß ich nicht ganz so. Das ist schon so ein Raumschiff. Es gefällt mir. So, wir versuchen mal da irgendwie hinzulaufen, dass ich da nicht abstürze. So einfach. Richtigen Weg zu. Scheint irgendwie Land der hohen Berge zu sein oder sowas. Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall sehr interessante Ecken. Und nein, wir schummeln nicht. Ich könnte jetzt das Wetter ausstellen, tue ich. So, okay. Es ist, entweder ist hier schon jemand gewesen, der den Wasseraufzug gemacht hat. Ich weiß es. Weil ich weiß, dass der Kai zum Beispiel sehr viel rumgekommen ist. Manchmal ist das einfach so generiert. So, jetzt versuchen wir da mal irgendwie hochzukommen. Eieiei. Diesen Wasserstrahl bleiben. Okay. Hey, der geht Tatsache nicht bis da oben hin. Das ist nicht gut. Aua. Das ist. Die kommt. Aua. Er haut mich denn jetzt schon wieder. Hallo? Sag mal, geht's dir noch gut? Mich hier einfach zu hauen? Abzuschießen? Soweit du es kannst? So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie kommen wir da am Gesch... Weil fliegen können wir ja noch. Hm. Okay. Ah, ich finde sowas immer spannend. Es ist aber, glaube ich, derselbe. Hm. Könnten... Ah, das ist ziemlich blöde Stelle. Ah. Haha, wir sind Tatsache oben auf der fliegenden Insel. Hey. Wow. So, wenn es jetzt aufhören würde zu regnen, würden wir auch unten sehen, was da alles ist. Das ist so cool hier oben. Gefällt mir. Eine wunderschöne Base. Mhm. Einer mal da oben. Aber es könnte wirklich mal aufhören. Sehr, sehr nett. Wir haben es gerade mittags. Das heißt, es wird eine Weile dauern. Wow. Aber ich möchte das gerne im Sonnenschein. Das ist unfair, dass wir hier im Regen sind.
Sogar ein Schweinchen gibt. Und da unten sind wieder unsere Freunde, die Pillager, wie ich sehen kann. Mhm. Also der nächste, der hier hochkommt, der hat weniger Probleme, weil ich da jetzt mal. Das ist sehr hübsch. Auf der anderen Seite sprechen wir uns. Hopp. Ja, es hat schon was. Auf jeden Fall ist es schwer einzunehmen. Also von Pillager werdet ihr hier bestimmt nicht überfallen. Aber abstürzen möchte ich ja auch nicht unbedingt. Das wäre wahrscheinlich eher so mein Problem, dass ich hier immer ständig in Gefahr laufen würde, abzustürzen. Okay, dann lass uns mal den Wasseraufzug hier wieder so. Den natürlich wieder runterrutschen. Hui, von Wasserfallstuhl nach unten. Hopp. So, der nächste war zwar nicht so schwer. Ja, das war wieder klar, dass da wieder ein Creeper erscheint, ey. Wie sollte es auch anders sein, ne? Oh ja. Ah, okay. Guck mal hier runter. Das scheint generell so ein bisschen sehr zerklüftet. Man sieht ein bisschen schlecht. Aber das ist halt so, es regnet halt, ne? Mal. Das ist. So. Wir gehen jetzt gerade ein bisschen in den Norden. Ich gehe ja in den. Da ist es. Da sind unsere Freunde wieder. Könnte auch mal einen Gasthof wieder. Das wäre auch nicht schlecht. So, jetzt schaue ich mal. Kommen wir hier runter? Können wir hier irgendwie ins Wasser? Hui. Okay. Okay. Muss ich mal ärgern. Hui. 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 Ach ja, ich liebe meinen Bogen. Das tut mir ja immer so leid. So, kommen wir so alle, komm mal rüber. Als so ein Vierter da irgendwo rumgurkt. Aber das sind relativ kleine. Ja, hier muss irgendwo noch einer sein. Ja, ja, du mit der Axt. Ne? Meinst du? War nicht mit mir. Nö. Mag nicht, wenn die gehauen werden. So, okay, dann packen wir euch mal wieder Zeug hier rein. Zucker. Oh, Steine. Ich hab den ganzen Krempel hier schon. Okay, dann schauen wir mal. 15,4. Können wir noch weiterlaufen. Richtung Denn. Da gibt es auch ein Schiff, ein gesunkenes, soweit ich sehen kann. Und ja, eine sehr schöne Inselformation. Leider nicht im Sonnenschein. Tut mir leid. Lässt da ich selber angucken. Die Koordinaten, wie gesagt, die spoiler ich ja mit dem Stream immer. Und ihr müsst halt nur im Stream dann gucken, an die Stelle gehen, wo ich halt da war. Und dann steht natürlich die Koordinaten. Losziehen über den Zauber und dahin pilgern. Gut. Hier sind lauter Pferdchen. Ich hätte trotzdem gerne mal eine Wüste wieder, weil ich habe wirklich Lust, mal wieder so einen riesengroßen Wüsten. Das zum Beispiel, das sind Minen, da ärgert mich das. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir das mit den Datapacks dann auch auf dem dritten Server überarbeiten. Diese Minen haben nämlich leider eine Macke. Ich werde es euch zeigen. Das ist ein bisschen schade. Also wenn ihr hier runter geht, normalerweise ist das nämlich so, dass man hier runter kann und darunter ist halt, ja, als ich Minengänge oder Schatzkammern oder was der Geier. Und das funktioniert aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hier nicht. Ja, also ihr habt nicht mal hier eine Truhe oder so. Das ist halt ein bisschen schade, das ärgert mich. Das war ursprünglich einfach mal anders geplant, aber das wollte nicht so. Aber dafür funktionieren andere Sachen wiederum besser, als wir gedacht haben. Aber da müsste ich dann endlich mal eine Wüste. Echt? Aber vielleicht haben wir ja Glück. Also zumindest taucht hier schon mal langsam mehr Sand auf als. Und es regnet immer noch. Ist das nervig.
Stellt doch mal einer den Wasserhahn hoch. Ist ja ätzend. So, okay. Was haben wir denn da? Ist das sowas wie ein Unterwassergebilde oder ist das? Weil es gibt nämlich auch diese kleinen Tempel, wo die Drownies drin sind. In Sandoptik, sag ich mal. Da bin ich aber immer ein bisschen vorsichtig, weil die haben es doch ganz schön in. So, laufen wir mal weiter. Und mal hast du es geschafft. Bei 10 Minuten sind nämlich rum jetzt. Versuch's einfach nochmal, ob du es jetzt kannst. Weil wie gesagt, für also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich auf dem Handy einen wesentlich besseren Empfang von Twitch habe als von. Das ist mir auch schon aufgefallen. Es sei denn, ich bin zu Hause und nutze mein normales WLAN, aber unterwegs. Ach, ja, ist das so eine Sache. Nichts gegen YouTube, ich fühle mich da verdammt wohl. Nicht falsch verstehen. Sonst hätte ich ja Twitch als mein. So, es wird dunkel, sehr schön. Dann ist nämlich auch gleich der Regen weg. Das ist sehr gut. Okay. Hi. So, jetzt ziehen wir weiter in den Süden, Richtung Heimat. Die in einer anderen Richtung. Aber das ist egal. Wir machen jetzt hier einfach. Also ihr seht, es gibt auch viele Tiere. Dschungelbiom könnte ich auch mal wieder gerne finden. Da haben wir dann diese Frosch-Geschichten immer und also Froschtempel oder ein Maya-Tempel. So, okay, ich darf wieder durchs Wasser gurken. Dann nehmen wir es schön. Nicht schlecht. Halt. Weiter runter, nicht daneben. Dankeschön. Boah. Okay, auf geht's. Weiter in den Süden. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal eine Wüste finden. Ich habe so das Gefühl, irgendwie erfahre ich an den Wüsten auch vorbei. Keine Ahnung wieso, aber es ist so. Nervig. So, dann schauen wir doch mal. Vielleicht finden wir ja wieder eine Insel mit Leuchtturm oder so mitten im Meer. Kommt auch vor. Oder ein unterirdisches Dorf, was so mitten im Meer spawnt ist, generiert ist. Okay, das ist Steininsel. Steinigstoff. Hat mal wieder ein bisschen Luschern auf der Karte. Das ist wieder ein Schiff. Okay. Gut, da gibt es wieder Pillager. Müssen wir hier nicht jeden platt machen, ne? Also vorher habe ich es immer gerne gemacht, weil wir das Heu von denen immer geklaut haben, aber jetzt habe ich eigentlich. Und hallo Shikai. Ich warte schon auf dich. Ich hole dich notfalls nach. Warte mal, ich leg schon mal an. Weil er steckt ja noch im Schnee. So. Warte mal. Okay, da hoffen wir, dass jetzt hier keiner erscheint oder so. Okay. Ah, wir können dich nicht hören. Okay. Ja, ist ja schön, dass ihr mich nicht hören könnt. Warte mal. Mal kurz Discord auf. Mach Discord wieder auf. So, okay. Und wie gesagt, ich warte mal kurz. Kai, kommst du noch spielen oder? Ah, dann würde ich nämlich jetzt hier auf der Insel durch die Gegend streuen ein bisschen zu Fuß. Weil im Wasser generiert sich das immer schlecht. Weil ich würde Kai nämlich jetzt Umstände halber ausnahmsweise zu mir porten. Damit wir das Abenteuer weiter zusammen machen können, weil besonders großartige Sachen haben wir ja eh nicht entdeckt. Wenn nicht, wäre ich ja stehen geblieben. Oh, da sind unsere Freunde. Hallöchen. Winke euch mal. Hallöchen. Ist am Laden. Okay. Nö, warte, ich bleib noch hier. Hast so eine kleine Mini-Insel. Ah, ich laufe schon mal ein Stück weiter hier auf der Insel lang. Mal schauen, was entdecken. Außer Pillagern.
Weil wie gesagt, auf Land kann ich ihn natürlich gefahrlos nachholen. Vergiss nicht dein Boot, wenn das noch rumstehen sollte, dann nicht, dass du wieder dein wunderschönes Bambusbötchen verlierst. Das ist nämlich schon mal passiert, dass ich ihn geportet habe und dann war sein Boot weg, weil er es vergessen hat. Stand dann irgendwo im Meer. Wir haben es auch nie wieder gefunden. Einfach weg. Okay. Kai ist da. Okay. Sehen. Discord, wie gesagt, bin ich wieder im Live drinne. Kommst du am besten erst in Discord rein und dann so, okay. Weil, wie ihr sehen könnt, ich bin der Admin. Okay, wieso geht jetzt Licht in meinem Garten an? Wartet mal, ich muss mal kurz aus dem Fenster linsen, wer hier durch meinen Garten schläuft gerade. Ich würde mal sagen, ist die Gegend schleicht draußen. So, okay, weil ich muss den Kai nämlich ziehen. Den Chat, da ist er. Palim, palim. So, okay, ich hoffe, du hörst mich. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr schön. Dann höre ich dich auch. Gut. Okay, dann machen Sie sich bereit für den Transport Ihres Lebens. Mache ich. Gut. Sind Sie bereit? Das riecht ja doch. Okay. Also Boot auch eingepackt, nicht, dass das wieder zurückbleibt wie beim letzten Mal. Habe ich. Gut. Okay. Eins, zwei, drei. Tudu. Hallöchen. Hallo. So, bist du gleich im Warm. Kannst du dich sommerlich wieder Aufwärmen. anziehen. Jo. So, das ist der Kai. Jo. Wir sind ja heute wieder Oh, der ist Multistream schön. unterwegs. Mhm. Jo. Ja. Ich habe übrigens eine wundervolle fliegende Insel entdeckt. Das Problem war nur, die ganze Zeit hat es geregnet. Voll. Also man sieht Hm. sie schemenhaft, aber ich habe es Tatsache geschafft, da oben hinzukommen. Es sieht cool aus. Regnet. Mit Wasser Wie auf. bei uns. Hat es bei dir auch so geschüttet vorhin? Das war ja Oh ja. Weltuntergang. Ich wollte gerade mit den, deswegen Wie? bin ich heute so spät dran, das wollte ich euch noch erzählen. Ich bin nämlich deswegen so spät dran, weil prompt, als ich mit den Hunden rausgehen wollte, wirklich sinnflutartige Schauer hier eingesetzt haben. Und ich habe das Problem, mein Alter, der geht dann gar nicht raus, weil der hat langes Fell. Der mag das überhaupt nicht, wenn er da so klatschnass wird, bis aufs Unterfell. Naja, und unser Bulli, der war da auch nicht so begeistert. Und vor allen Dingen war der dann so Matschepappe, dass er heute baden gehen musste, was er natürlich auch toll fand. Ja. Jetzt liegt er hier unten drunter. Also wenn du wieder komische Geräusche hörst, ist mein Hund, der schnarcht. So. Wie immer. Ja, ja. Herrchen hat ihn nach oben gelassen, weil hier oben trocknet er schneller als unten, sagen wir mal. Wärme. Ne? Die Wärme geht ja nach oben im Haus. Gut, okay, wir sind ja immer noch auf der Reise in den Süden. Auf in den Süden. Ja, ich habe Sonne mittlerweile in der schon eine Nähe. große Ruinenstadt wiedergefunden. Wie gesagt, die fliegende Insel und Oh. ansonsten das übliche Geplänke mit unseren Freunden, den Hm. grauen Herren. Du verstehst. Ich habe Kopf ab. auch eine fliegende Insel bei mir auf der Insel. Ja. Und ich habe ein Hexen-Villager-Dorf wieder entdeckt und habe diesmal aber die Hexen mal leben lassen, damit die anderen auch noch was haben. Weil ich nicht weiß, inwieweit die wieder generieren. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Bei den Auch nicht. Pillagern ist das kein Problem, die generieren da wieder, aber in diesen kleinen, wie gesagt, alles was vom Datapack ist, bin ich so ein bisschen vorsichtig. Das ist so ein Manko, was ich momentan empfinde. Deswegen versuche ich da die Kleinen gar nicht mehr so platt zu machen, dass die anderen natürlich auch noch ein bisschen was davon haben. Und ich habe einen kleinen Mini-Dungeon wieder entdeckt gehabt. Ja, war aber nicht viel. Aha.
so ein Mini-Ding, weißt du, wo du Treppe runtergehst und Mhm. dann ganz tief und natürlich wieder mit Wasser gefüllt, war klar, ne? Musst du Natürlich, erstmal ohne wieder Wasser geht ja nicht. tauchen. Jo. Und ein großes Schiff haben wir mit vollen Oh, Ladeluken. Ja. Jo. Na gut, dann lass uns mal weiterlaufen. Und ich habe ja in der Zeit schon gesagt, also, dass wir natürlich Ideen und alles Mögliche ja zurzeit ja sammeln. Ähm, Richtung Süden, bitte. steigen Sie ein. Jo, bin schon drin. Ideen sammeln halt, alles was so angeht. Also, wie gesagt, Feedback auf jeden Fall. Was findet ihr gut, was findet ihr weniger gut, was soll weg? Solche Dinge, solche Geschichten. Wie gesagt, dass der Umzug noch nicht funktioniert hat, habe ich erklärt. Also das ist halt immer problematisch, wie gesagt, wenn ein Server-Admin, wie gesagt, den aufgesetzt hat und ein zweiter muss ihn übernehmen und zeitgleich auch noch auf einen anderen Hoster umziehen. Das zieht sich in die Länge, weil das soll ja alles funktionieren. Und wie gesagt, wir sammeln ja schon die Ideen, also themenmäßig und was soll mit drauf. Wünsche, die ihr habt. Ich habe ja zum Beispiel gesagt, ich möchte auf dem dritten Community-Server, der dann noch besser natürlich funktionieren sollte, weil ihr wisst, die Planung ist die eine Sache, also planen tun wir meistens immer so ein ganzes Jahr, also vor nächstes Jahr kommt ihr auch gar nicht on, also da müsst ihr keine Angst haben, ne? Ihr könnt also fröhlich weiterbauen auf dem jetzigen. Aber wir sammeln halt schon so die Ideen, was soll das Thema sein, welche Datapacks sollen mit drauf. Wie gesagt, keine Mods, sondern nur Datapacks und Plugins. Das hat etwas mit der Sicherheit von euch als Spieler zu Hier tun. war noch keiner. Nein, hier war noch. Die Lava ist nämlich gerade runtergeflossen. Ja, ja, es sind viele Ecken. Viele Ecken. Auch keiner war. Also auf jeden Fall, wie gesagt, Gucken, ob ich was haben wir finde. uns halt gegen Mods entschieden, weil das, wie gesagt, mit der Sicherheit von euch zu tun hat. Weil die Mods werden nämlich fremd erstellt und da weiß man immer nicht, was ist da wirklich drin. Und wir haben natürlich was Besseres zu tun, als jeder einzelne Mod komplett im Grunde genommen auf ihre kleinen Bestandteile zu überprüfen, ob die dann so funktionuckeln, wie sie sollen und nicht irgendwelche Spyware oder sonst was enthalten. Ja, das ist immer so ein bisschen die Gefahr vor allen Dingen. Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir verzichten auf Mods. Wir nehmen, ja, wie gesagt, Texture Packs, Plugins und Data Packs, wo wir halt dann auch trusten können, halt in dem Fall, ne? Also, damit ihr sicher auf dem Server ohne Probleme bewegen könnt, weil ihr geht ja auch, guckt mal mit Handy rein oder wie gesagt, die Bedrocker, die sind ja noch ein bisschen mehr gefährdet. Ne? Handy, iPad und solche Geschichten halt. Ne? Also PlayStation, Xbox und sowas ist ja noch eine andere Geschichte, aber wie gesagt, hast du Mal schon kurz wieder, ja, tauchen. ja, geh mal tauchen. Ähm, Wie gesagt, das ist so. Da sind aber ziemlich viele unten. Ja, ich hoffe, dass da ein paar Shells dabei sind. Ah ja, ich helfe dir. Schießen. Also ein bisschen ab. Das ist immer so cool, wenn der Pfeil so abgegrenzt wird. Abgebremst wird, mein Gott. Ach, er muss aufpassen, dass ich nicht dich treffe. Okay, also hier schwimmt auf jeden Fall eine Menge rum. Aber das sieht eher nach Zombiefleisch und Eisen aus. Ja, ist es auch. Ah, ich muss mal aufstehen, weil sonst sich Lars sag ich schon, kann ich nicht hinsetzen. Komme ich auf Lars jetzt? Keine Ahnung. Hast eben noch Lars geguckt. Ich weiß auch nicht warum. Ja, und wie gesagt, also wir sammeln da gerne eure Ideen, Vorschläge und etc. oder so, wenn ihr irgendwas Besonderes kennt oder besondere Wünsche habt. Oder auch eine Idee für ein schönes Thema habt halt. Weil ich finde themenbezogene Community-Server wesentlich interessanter, weil viele kommen nämlich auf den Community-Server, was soll ich denn bauen? Wenn man euch so ein bisschen in die Aber jetzt. eine Themenrichtung gibt, ich glaube, das fällt euch einfacher. Also ich gehe immer von mir aus und mir fällt es dann auch einfach, wenn so einem Thema folgen kann. Ach ja, es ist Nacht. Voraus.
Vor allen voraus, Dingen das Witzige ist aber, voraus. auf dem Server wird's nett. Und hallo Rio. Sie So, sagt ich schon, sehr kundige mich jetzt einfach durchs interessant. Schiff durch, ne? Jo. Habe ja so ein Fischereischiff. Bleibt mal hier stehen. Mal gucken, ob er was Interessantes Also wie dabei hat. gesagt, wir sammeln da noch so ein bisschen Dinge. Gehen oder so. Aber wie gesagt, vor nächstes Jahr wird da nichts werden. Erstmal sammeln und machen und tun, ne? Nö, eigentlich nicht, Rio. Hier wird's nichts. Weil, wie gesagt, die Chats sind ja relativ ruhig. Der eine ist ja so, dass die Leute 10 Minuten warten müssen. Und bei dem anderen, wie gesagt, gucken die Leute ja auch. Ich bin es ja gewohnt, dass die meisten eher mir zuhören und gar nicht so viel rumdiskutieren und schreiben. Jo. Das ist ja noch relativ chillig. Ah, okay, Rio warte, bei ich muss. Drittwohnen. Ich sitze, kannst wieder weiterfahren. Ähm, nee, wie gesagt, alles gut. Alles gut, weil der ist in OBS integriert, also ich sehe ihn. Ich sehe den sogar besser wie den von YouTube. Hallo Rio. Mhm. Mhm. Ich sag's ja, Kai kommt, ich werde müde. Nein, Scherz. Muss ich's dann machen? Mir geht's relativ gut. Außerdem können wir morgen ausschlafen, ist Feiertag. Wie war denn der Und Tag heute? ja, anstrengend. Anstrengend mit viel Kopfschmerz hinterher. Es sind halt so Tage, aber jetzt habe ich auch wieder Monate Ruhe und dann ist auch wieder gut. So, ich linse mal so ein bisschen auf der Map rum, was wir hier noch so haben. Ja, Wir dieses kommen jetzt in Bambus. einen wunderschönen Dschungel. Warte mal gucken, wie wir da am besten. Nee, da Ja, müssen wir über einfach Land. mittendurch. Ja, ich finde mal einen Froschi-Tempel. Oder einen Nee, aber ein Lastweg. Maya-Tempel. Und nachts schmeiße ich mich gleich ins Bett. Weiter. Hopp, hopp. Haben wir gar keine Ich tue diese bösen Monster, hier Überraschungen so viele hier. Monster hauen. Zumindest hat man hier kaum Streamverzögerung. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Das ist zwar merkwürdig, aber das ist, wie gesagt, einer der Gründe. Kannst du auch bei Hm, OBS auch einstellen, ne? hm? Was meintest du? Du kannst auch bei OBS einstellen. Du wirst lachen, die Einstellung stimmt. Das ist einfach bei YouTube. Wir haben da schon Hast du mein rumgebastelt. Brot? Jo. Also Okay, wie dann gesagt, weiß wir, ich, was es ist. wir haben da relativ viel dran rumgebastelt. Also es ist auch nicht weiter schlimm. Ich finde es nicht weiter schlimm. So, dann schau mal. Oh, da vorne sehe ich was. Ist das ein Gasthof? Sieht so aus. Geh weg. Und so viele Bäume gibt's hier. Ja, und so viele Skelette und Spinnen wieder. Die Spinnen, die Weißt du, was das Schöne Spinnen. ist? Hier kannst Was? du übers Laub gehen, ohne dass du ausgebremst wirst. Das stimmt. Ihr müsst wissen, uns für ein Pixel gibt es nichts Schlimmeres, als da durch die Büsche zu laufen. Okay, wir haben einen Info. wunderschönen Bambus-Gasthof. Und habe ich eigentlich noch Milch? Ja, ich habe ja einen wunderschönen Bambusgasthof aus Schlamm und Tropenholz gebaut mit. Hier kommt man etwas Bambus. schwierig durch die Tür. Wir sollten dem Herrn mal helfen. So, ich habe da mal für Sie den Bambus abgebaut. Gibt's jetzt Freibier? Ah, Hier gibt's hier sagt gar er. keins, habe ich mir festgestellt. Aber Kaninchenragout hätte er immer gemacht. Ah, okay. Weg das denn? Macht auf jeden Fall satt. Ah, Hier gibt's wieder Brot für dich. ja, ich habe gerade mal eins gebraucht, aber ich kann jetzt hier wieder Kelp und Bambus und weiß ich was alles reinschmeißen. So, weil wie gesagt, Ja. das, was ich gucken möchte, ist, ob wir hier Tatsache wieder so eine Map finden, ob hier schon jemand war, der diese Map Es dürfte noch keiner gefunden hat. gewesen sein. Okay, dann müsste ja eigentlich in der Truhe eine Map drin sein. Warum geht die Truhe? So. Grey Fortress Map. Das ist ein unterirdischer Dungeon, relativ groß. Und dann gibt es hier noch Dschungelruinen Map. Was wollen wir machen? Dschungelruinen oder?
Dschungelruinen. Dschungelruinen. Okay. Ich guck mal, Führst du uns wo die sein soll. dahin? Ich hoffe nicht, dass es die sind, wo ich war. Oh, wenn das so stimmt, ist es relativ weit weg. Ja, die waren auch ziemlich weit weg. Und vor allen Dingen Richtung Norden. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, welche Richtung wir überhaupt gehen müssen, dass der Punkt hochkommt. Da. Dann seht ihr, hier sind so kleine Wägelchen. Da sind dann auch noch hier. Hier gibt es zum Beispiel einen Panzermacher. Nein, der macht keine Panzer. Das ist eine Irreführung. Wissen Sie das? Die stellen keine Panzer her. Panzerungen, ja. Aber kein Panzer. Aber das haben wir hier nicht. Ei. Kühe. Der So. Punkt wird größer. Warum Bin ist ist Richtung Norden gegangen. Dann Richtung ist Westen, Entschuldigung. Richtung Westen, das könnte Ja, klappen. Das könnte klappen. Bei denen im Norden habe ich schon entdeckt. Ihr kriegt eine Spinne auf dem Dach. Geht. die Spinne, die So, ich Spinne. gucke aber trotzdem mal, was es hier noch gibt. Es gibt einen großen Lavasee, gibt's hier. Ja, bleib du mal da, wo du bist, dann komme ich gleich wieder zu dir. Okay. Okay. Guck mal, ob sich Ich, der Punkt ich verändert. Der wird zwar ein pass bisschen auf, größer, aber pass die auf die Richtung hat Spinne sich noch auf. nicht geändert. Da ist sie. Komm her hier. Hier unbeziehbar. Kümmern sich aber auch um nichts, diese Villager hier. Ich Das habe aber ist ja auch eine echt. Höhle entdeckt. Aber es ist ein sehr idyllischer Ort, muss man sagen. Sehr hübsch. Also hier drüben auch. Ja, Ja, das wäre ein schöner Platz hier, um was aufzubauen. Oh, ich ja, habe es Freunde gibt entdeckt. richtig schöne Ecken. Da, mein Bettchen markieren, falls uns unterwegs passiert, dass wir nicht so einen langen Rückweg haben. So, dann bin ich ja mal gespannt, in welche Richtung ich dann muss. Ich finde das übrigens sehr hübsch hier, diesen Vorbau. Ich gucke mir ja immer so an, wie die Dinge da halt. Nein, die erste Karte ist mit den Eis. Ah, mit den Eisskeletten. Ah, das ist so ein Wintergedönsdorf, was wir eigentlich gesucht hatten. Diese andere Karte, Die ich okay. jetzt habe, Die du jetzt hast, die ist ich ja jetzt die habe oder die andere? Ruins. Die Genau, Ruinen-Map. Und die die andere ist so weg. Map, die da noch drin war, das sind die mit diesen Eistypen, die in diesem riesen Areal leben da. Diese bogenschießenden Ja, Eismännchen. So, ich warte auf dich. Ich weiß nicht, wo du steckst. ja, ich komme gleich dann wieder zu dir. Okay. Also ich glaube, da muss man ein ganzes Stück, müsste man da Richtung Westen, so wie das aussieht. Okay. Sollen wir mal gucken, wo wir mit der anderen Karte hin müssen? Ja. In den Schnee auf jeden Fall. Das ist so sicher wie das Arme der Kirche. Weil die Eismenschen leben Arme. ja nicht in der Wüste. So, jetzt haben wir noch ein Stückchen mehr aufgedeckt. Schaut. Eis, kann ja hier viele Mobs unterwegs. Reaper-Gebiet. Soll es auch anders sein. Da di da 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 da. Da 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 da. La 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 la. Genau. Creeper. Boom. Naja, vorhin hat mich auch wieder einer erschreckt. Da kam ich gerade von der fliegenden Insel runtergerutscht auf dem Wasser. Von diesem Wasserfall runter. Und was macht der Creeper? Steht natürlich genau unten und geht genau in dem Moment in die Luft. Da kommt der Kai schon angehüpft. Ja, Guck, warte mal gucken. Ja, der Punkt ist ja kleiner geworden.
Aber aufgedeckt habe ich noch nichts von der Karte. Ah ja, alles gut. Es ist ja meistens so. Ich Also bringe sie das mal wieder ist hoch. selten so, dass man eine findet, die nah dran ist. Oder man das Ding vielleicht schon gefunden hat. Also das haben wir jetzt auch schon. Also Rio und ich haben das ja ein paar Mal gehabt. Die Karten, die wir gefunden haben, schon längst abgelaufen waren oder entdeckt hatten. Übrigens, Rio, wie du vielleicht schon bemerkt hast, vor dir war Ria da. Lieben Gruß von Ria an das Riolein. Vom Ria-Lein an das Rio-Lein. Nein, an Rio. Oh, mal fair bleiben, ne? Rio mag das nicht, wenn man Rio-Lein zu ihr sagt. Nein, Ria war da Kann vor ich mir. gar nicht verstehen. Ich So, seh's. wo gehen wir hin? Ja, mir egal, wie du möchtest. Ihr könnt Hier natürlich auch. diese Eisfuzis auch nehmen, aber es ist mir eigentlich egal. Vielleicht treffen wir die auch von uns aus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was gucken Sie mich so an? Hab ich irgendwie, ja, ja, ich habe Brot in den Taschen. Möchten Sie eins? Bitteschön. Aber nur eins. Die anderen brauche ich selber. So, okay. Nee, ich würde Okay. sagen, wir laufen einfach weiter Richtung Süden und gut ist. Oder? Mhm. Okay. Weil, sonst kommen wir noch weiter vom Weg ab und. Ei. Und es ist schon haarig genug, hier Welcher durch den Weg? Dschungel zu laufen. Da gibt's Welcher immer so. Weg? Was? Welcher Weg? Ja, hier gibt's keinen Weg. Das wollte ich ja gerade sagen. Der Weg der Löcher. Und wir laufen direkt zu Pandas. Hat der eine Schnotter? Ist das ein brauner oder ist das ein Nö, das ist ein normaler, brauner? oder? Das Ach ist doch nicht. ein Ach doch. brauner. Wir haben einen seltenen Oh, Panda gefunden. Mit da Baby. könnte ich mitnehmen. Oh, schaut mal. Wir haben den seltensten Panda gefunden. Heilig. Ich habe gerade das Zuckerrohr weggegeben. Ah, er holt schon. Oh. Und du bist ein schwarz-weißes Baby. Ein Baby. Oh, so. Muss mal irgendwas aus der Hand legen, nicht, dass ich den nachher nur haue. Da habe ich auch so meine bösen Erfahrungen. Oh, das Baby kugelt hier rum. Das ist ja wohl voll niedlich. Das ist ja wohl voll süß, wie das Baby hier rumkugelt. Ja, ich glaube, der mag die. Der Große möchte auch was. Der hat dich Der ganz kriegt doll doch. lieb, ja, ja. Oh Gott, es ist in der Nacht. Ich gehe mal schlafen. Mhm. Ich gehe noch ein bisschen Bombe Ich sammeln. kann sehen, was reingeschrieben Frische reinkommt. Alles gut. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich ja kein Mod bei Twitch noch nicht habe, wie gesagt, habe ich diese 10 Minuten Beschränkung drin. Und guten Abend, lieber Gucci. Na, alles gut bei dir? Ich finde übrigens Ui, er ist erwachsen. deinen Zauberer, deine Interpretation Er ist von dir. klasse. Oi, der ist ja größer wie, deine Interpretation von Leonardo da Vinci hat mir übrigens gut gefallen. Weiß gar nicht, warum die anderen den nicht mochten. Warte, die haben ein Baby gemacht. Oh, die Gesundheit. haben noch ein Baby. Kriegst du eigentlich auch Babys? Ja, leider haben wir hier keine Käfige. Die braunen vom Grill schmecken am besten. Ach, Gucci. Ah, ich entsinne mich an deine, die mich tödlichst angegriffen haben. Überfüttere den Panda nicht, sagt Rio. Kann man nicht überfüttern. Ach, es geht alles, Haben noch glaubst du keinen mir. Platten gesehen. Äh, Weißt du, was die auch fressen? was? Melone? Ja. Ach, toll. Ich hab nicht. Oh, das Moment. Baby, wie die da alle rumkugeln. Das ist auch groß jetzt. Du machst die viel zu schnell groß. Die Kleinen sind doch viel handlicher und niedlicher.
Außerdem betreiben wir hier gerade nicht reguläre Geburtenvermehrung dergleichen. Hier futtern hier was weg. Weiß noch was? Okay. Ihr habt ganz schön großen Hunger hier. Die sind so süß. Das kann man ändern, sagt Rio. Mit dem Überfüttern. Also ich möchte keinen aggressiven Panda nochmal erleben. Also ich weiß noch, in Asien im Momentum hat mich der von Gucci weggehauen. Das war nicht witzig. Gucci hat so halb tot gelacht. Dabei wollte ich den nur füttern. Da, jetzt reicht's aber auch. Los. Wir müssen ja schließlich auch weiter. Kommen Sie. Trennen Sie sich endlich von dem Ja, seltenen Moment, Panda. ich komme im Moment. Ey, du kannst ja eine Markierung machen. Vielleicht schaffst du es ja doch, den mal zu. Aber ein Nee, da bist Braun, du das weit von ist der dabei. erste Braune, den ich hier auf dem Server gesehen habe. Und eine Das sind Schnodderschnute hatten wir 25.000 ja. Blöcke. Eine Das sind Schnodderschnute haben wir auch 25, schon gefunden. also 25.000 Blöcke ist mir definitiv zu weit. Ja. Gut. Aber ich habe auf meiner Insel einen Panda. Ah, das ist doch gut. Aber wäre natürlich cool. Ja, füttern und nicht hauen, genau. Noch ein Creeper. Ja. Das war Rio, wenn du weiterhin Creeper postest da im Chat, dann habe ich bestimmt irgendwann das Glück, dass ich auch noch einen treffe. Der mich denn hier wieder alle macht. Das Einzige, was mich immer im Dschungel so ein bisschen nervt, ist, dass man so schlecht durch Kombos kommt. Und ich suche ja immer noch nach so einem legendären Hängedorf wieder. Wo die in Vogelkäfigen wohnen. Aber bis jetzt habe ich da noch nichts gesehen. Das ist alles relativ Warte neu mal noch. kurz. Warte mal kurz. Hast du schon mehr aufgedeckt wie ich? Ja, ich war ja ein bisschen in die Richtung gerannt vorhin. Nee, da ist nichts. Nee, ne? Hätte mich auch gewundert. Naja. Reicht schon, dass wir erstmal den Weg hier durchfinden. Ein Gewurstel hier durch die Stangen überall durch. Aua. Bleibt man immer hängen. So, vielleicht durch Zufall finden wir wieder ein Dorf. Also so ein Dorf. Weiß man, Ist was. Da oben ist was. da oben ist was. Guck mal da drüben. Rennt. Sagt und rennt über über die Büsche. Okay. So schnell habe ich noch überhaupt. Die Höhle. Der Höhle. Der kleine. So, was haben wir denn hier? Okay. Das sieht nach einem Tempel aus. Das ist irgendein Tempel. Definitiv zu viel Lauf im Weg. Das ist. Na, erstmal frei schüppeln. Ich glaube, das ist ein Dschungeltempel. Ja, das ist ein Dschungel. Und hier gibt es einen Durchschuss, Effizient 4 Buch, Leuchtstaub. Also hier findet ihr jetzt übrigens Teile vom Nether, ne? Leuchtstaub, Glowstone. Und Trank der Unterwasseratmung. Hier drin. Warum auch immer. Und das ist halt wie so ein Leuchtstopp nehme ich auf jeden Fall. Dschungeltempel hier. Ihr seht schon. Ich hätte mir gewünscht, dass hier immer so ein Dungeon drunter ist. Das wäre interessant. Aber wie gesagt, wir probieren das ja aus. Wir haben die ja jetzt erstmal testweise da drin. Übrigens, das Data Pack gibt es auch als Mod. Ja, ich weiß. Habe ich gestern entdeckt. Also wenn das jemand nachspielen möchte oder auch haben möchte, es gibt es als Mod. Jo. Also für alle, die halt nicht wissen, wie man einen Datapack macht.
Ist das nicht ein Froschtempel? Nein, in dem Falle ist es noch kein Froschtempel. Witzigerweise. Das ist einfach so ein Tempel. Ach, guck mal einer an, was da oben drauf steht. Euch? Nee, mit Ruhe. Eine Truhe. Ja, dann probier doch mal für. Es kann sein, dass es. Ja, ich muss ja erstmal da hochkommen. Können wir ja Oh, mal mit hochgehen und gucken, was da in Dank der der Truhe drin Unsichtbarkeit. ist. Was? Aua! Dank der Unsichtbarkeit. Okay. Also auch solche Dinge kann man hier finden. Also mir geht es halt so ein bisschen darum, den Leuten zu erklären, was sie hier auch so finden können halt. Schutz und Schärfe 3. Kurz an Schärfe 3. Weil wie gesagt, das ist ja hier auch schon nicht schlecht. Pack euch da wieder ein paar Dinge zusätzlich rein, so, die ich nicht brauche. Äh, Weil normalerweise ist in so einer Ecke von so einem Tempel auch meistens immer irgendwo noch eine Statue. Also ihr seht, es ist wirklich ein kleiner Tempel, der hier ist. So, Richtung Süden ist einmal vom Baum springen. Wo bist du denn? Ja, Moment, ich muss gerade mein Inventar noch ein bisschen aufräumen. Augenblick. ja, ja. Guck gerade nach einer geeigneten Stelle, wo wir runter können. Weil das ist auch schon wieder so komisch generiert hier. Halt mal sagen, wir laufen hinten wieder runter oder hier zu der Seite. Geht das zu der Seite? Ach, guck mal. Ja, runterkommen. Was für ein schön. Das ist aber auch wirklich sehr So, merkwürdig generiert hier. Muss ich ja mal wo bist anmerken. du denn? Hm? Ja, ich bin nach oben Wo? gelaufen. Also ich bin hier oben Ach, auf ich dem sehe dich. Berg. Ich habe dich gefunden. Wir haben Mal doch zu ein Boot gucken. dabei, dann dürfen Ja, wir uns ja. einfach ins Boot Ja, holen. hier kommen wir aber auch Oh, runter. was hier schon wieder kommt. Was denn? Fahrender Händler. Hallo, Herr Fotobomber. Geht's Ihnen gut? Was haben Sie denn? Blasen, Korallenblock, Packeis. Nee, Das danke. ist nichts Und Gescheites. ich wohne in einem Mangrovenbiom. Was soll ich denn mit Mangrovensetzlingen? Sind Sie bescheuert? Gehen Sie mal weg hier. So. Aber dass der auch jedes Mal kommt, ne? Egal wo wir sind. Schrecklich. Der ist Wir finden so uns überall. lästig. Hast du irgendwo einen Peilsender an dir? Ich weiß nicht. Kommt mir langsam so vor, als wenn er mich überall anpeilen Da können kann. wir runter. Komm mal runter, ist Wasser? Oh, nee, aber die Ranke bin ich runter. Hopp. Sehr praktisch. Okay, dann auf geht's weiter in den Süden. Süden, den Süden. Vorne ist auch schon eine Kuh, eine Mu. Nein, einen Moment. So, dann möchte ich einfach Wird schon nochmal wieder dunkel. vorsorglich schlafen gehen. Ein Bötchen. Mach mal. Besser. Oh. Ja, aber bevor hier irgendwelche Phantome erscheinen, ist das gar keine schlechte Idee, dass er jetzt mal schlafen geht. Habt ihr auf den Server die TP für Bedrock mit Command-Blöcken gemacht? Ja. Ich glaube, nee, das ist auch ein spezielles, ich glaube, Plugin. Da müsstest du Mimi mal fragen. Ähm, Ich glaube, das ist ein Plugin. Das hängt mit Citizen, glaube ich, zusammen, dass sie das machen konnte. Das ist ein Datapack. Aber ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, inwieweit sie da für Bedrock das umgemodelt hat. Wie weit das da. Wie gesagt, sprich sie einfach mal drauf an. Ja, wir sind natürlich, wie gesagt, teamgerecht natürlich interessiert, dass wir solche Informationen natürlich auch weitergeben. An Teammitglieder für ihre Server. Ja, das soll ja bei euch auch alles funzen. Übrigens, Freitag sind wir auch wieder bei Gucci.
Da ist die Mimi ist Mimi. da. Mimi ist da, Gucci. Also du könntest auch auf dem Server dich einloggen und mit ihr da mal reden. So, ich muss mal gucken, ob sie im Discord ist. Bei dir geht es ohne. Ja, das ist ja auch ein reiner Bedrock-Server. Wie gesagt, wir können es irgendwie nicht anders machen. Weil das ist ja einer, der auf Java basiert halt, ne? Also die Bedrocker spielen quasi Java bei uns. Nur nicht mit den schönen Vorteile, wie wir es da haben. Ja, leider. Geh mal Aber rüber. jo, denk mal. Oder irgendwie. Da Da hinten unten vorbei. ist eine Brücke. Guck mal hier hinten. Da. Was? Wohin? Ja. Ah, Wenn du hier toll. hinten rumgehst, Nachdem kommst du ich da jetzt vorbei. hier. Oh Gott, was ist das eine Höhle? Wow. Mhm. Ach. Da ist keine Höhle. Okay, keine Höhle. Alter Walter, Ja, ich da sag doch, ist es eine ist eine Höhle. Höhle. Aber was für eine? Oh, Ja, oh, deswegen. oh. Ui, Ist die krass, oder? ich komme nochmal hoch. Komm nochmal hoch. Wie? Nochmal hoch. Wo bist du denn? Ja, guck mal hier hinter dir. Ja. Bist du da irgendwo reingefallen? Guck mal, hier kann man runter, da kann man ein Stück runtergehen. Aber nicht zu weit, sonst fällst du ganz runter. Mal nicht. Warte mal. Und dabei. Okay. Eieieiei. Aber es geht Wasserfahrstuhl ohne Ende runter. Hast du Ja. gesehen? Es ist schon Mhm. sehr verlockend. Aber ich glaube, das sollten wir eher zu dritt machen. Du Und wir können weißt sogar die. von hier runter, ne? Da ist schön Wasser. Ja, ja. So. Oh Mann. Es juckt in Verführerisch. den Fingern. Komm mal weg hier. Wir Weg, weg, kommen weg, weg, nie weg, weg, wieder weg, nach weg. Hause, wenn wir jede Höhle untersuchen, die wir entdecken. Nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit. Ja, ja. So, mich hat gerade eine Mücke in die Hand gestochen. Ganz toll. Genau in die Handfläche. Schubsen, Warum ja. macht die das? Rio hätte jetzt geschubst. Ich weiß, Rio. Das macht dir immer besonders viel Spaß. Er kommt doch auf den Server und schubst. Ja, ja. Genau. So, los, Ja, das ab. traut. Durch die Mitte, bevor wir hier uns das noch anders überlegen mit irgendwelchen Höhlen. Ah, ah. Du, hier gibt's Kohle. Ja. Habe ich meine Behutsamkeit hier oder die andere? Sonst bist du nämlich wieder am Maul. Du hast keine Kohle und keine Fackeln. Ach, stimmt ja. Ich habe ja nur noch 29 Fackeln, glaube ich. Stimmt, da war ja was. Also Kohle werden wir hier genug finden. Oh, guck dir mal den Durchgang Ganz viel hier Holz. an. Ist das schön. Hopp. So schöne Ecken finden wir dauernd. Das ist, Ist wirklich nass. wieso wirst du nass? Hast du schon wieder Wasser freigelegt? Du weißt doch, ich finde immer Wasser. Mhm. So, dann holen wir mal unsere Mimi dazu. Ich krieg so ein bisschen Wasser. Hallöchen, Mimi. Miep, miep. Hallihallo. Miep, miep. Na, wie geht's Ja, dir? toll, jetzt sitzt er mich hier unter Wasser. Toll. Danke, Kai. Was macht ihr da für einen Quatsch? Ja, wir sind halb auf dem Weg nach Hause und finden dauernd schöne Durchgänge und Höhlen und ach, es lenkt einem halt 50.000 Dinge ab. Übrigens sind wir Multistream-mäßig jetzt unterwegs und Rio kommt jetzt auch Rio ist auch dazu. da. Oh, oh. Jetzt kommen sie Guck mal, doch was da alle. kommt. Wo Wo kommt der kommst denn du schon denn wieder her? her? Es gibt's doch gar nicht. Haben wir den eingeladen? Ich weiß, wo der Haben, herkommt. Komm mal mit. ja? Hast du was entdeckt? Hast du den sein Ja, der Zuhause kommt entdeckt? von hier. Okay, okay, okay. Also Oh, ihr wenn habt wir ein Lager. ja, ja, wenn wir angegriffen werden, dann wehren wir uns natürlich. So, Hm.
Hey, wieder ein paar Steine und hässlichen Fluorid packe ich da. Oh, und wieder so eine Richtig. Starter-Anfängerhütte hier. Mhm. Was ist hier Also ich noch? Mimi, ziemlich weit im kommst du mit? Westen. Ja, ja. Hä? Kommst du mit, Mimi? Ich schwebe die ganze Zeit über dir. Ja, ja, das war klar. Rio auch hier. Gibt's hier eine Tür? Oder habe ich hier... Oh, Bobo findet die Tür zum Haus nicht. hey, läuft fünf Rio, komm ums doch in den Gebäude. Oh, ups. Was hast du denn für einen lustigen Kopf auf? Der sieht ja niedlich aus. So, okay, wir schauen mal, dass wir sie auch noch kriegen. Ja, ja, Rio müsste alleine in den Discord reinkommen können. Oh, sieht ja niedlich aus. Hast du denn für einen süßen Kopf auf? Der sieht ja voll niedlich aus. Oh Gott, viele Zähnchen. Ah, Das ist ja, ja das sind die cool. Köpfe. Die Das sind die sind ja Köpfe, so, die wir letztens da durchgeguckt hatten. der ist Viele richtig niedlich. Köpfe. Hallo. Der ist so süß. Hallo. Hi, Rio. Der ist niedlich. Oh, Da ist er, Theo der Infernale sieht komplett. gruselig aus. Guck. Ja, dann ist ja gut. Warte mal, dreh dich mal zur Seite. Warte mal. Der hat ja rote Punkte dran. Ne? Das ist Das eine sind Brille. Augen. In Augen. Ach, was? Hast du an den Seiten Augen? Das sind Ja, Drachenköpfe. Ey, den finde ich auch toll. der ist ja auch cool, ja. Hm. Drachen haben Der sieht ihre niedlich Augen aus. an den Seiten. Die können nicht gerade gucken. Deshalb Da haben sind die immer ihren. Ohren. Deswegen schielen die immer. Das ist ja Max. Er ist niedlich mit den Zähnchen. Schubs. Schubs, genau. Wie gut, dass ich jetzt nicht an diesem Gang da stehe. Dann wäre ich nämlich jetzt unten. Oh. Einmal Mhm. zurückspulen, bitte. Ja. Übrigens, Mimi Gucci hatte eine Frage. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Weil er wollte Ja, wissen mit dem Bedrock, wie wir das geregelt haben. Und ich habe ihm erklärt, dass wir das, glaube ich, nicht so machen können wie er auf dem reinen Bedrock-Server, weil wir ja Java basiert. Das heißt, wir gaukeln quasi dem Bedrock vor, dass es Java ist. Also das, also ich habe das so gemacht. Ich habe halt Command-Blöcke jetzt halt in Anführungszeichen deaktiviert, mhm. weil ich das über die NPCs gemacht habe. Ich Also habe über nämlich den Datapack. ja, das ist Können nee, wir das ist das weitergehen? Plugin. Das ist Das das Plugin. Plugin. Genau, Okay. das Java-Plugin. Das über die wie heißt das? Citizens Ja, genau. Plugin. Darüber habe ich das gemacht gehabt. Ich habe nämlich das ganze System umgebaut, sodass Bedrocker auch den NPC nutzen können, einfach nur auf einen Wallblock, beispielsweise, ja, auf eine Distanz gucken müssen, Mhm. beispielsweise klicken müssen. Sag Mario, was machst du da? Nichts. Merkt man. Ich suche schon wieder Immer alle. diese D-Boxen. Ah, ich suche schon wieder alle. Wo seid ihr Weiter in denn den schon Süden. wieder? Au. Geh nach Süden. Süden. Oh, Und ich was? merke gerade, dass meine Map Was? aus Da, wo die ist. komischen Bäume sind. Was sind denn das für merkwürdige So. Bäume hier? Rio war Rio. langweilig. Drachenbäume oder so. Ah ja. Sie klickt sie an und dreht sie. Hm. Benutzt wieder den Debug-Stick. Ganz Was? Ich doch nicht. Nö. kleine Drache. Lass mein Bett in Ruhe. Hey, was hast du für ein komisches Bett? Da kann man doch gar geht meins kaputt und er liegt auf dem halben. Mein Bett. Stell mal doch mal hin. Ist das jetzt immer noch so, wenn du es aufstellst? Das ist in Nein. zwei Hälften. Okay, geht Nein, weg das dann. ist wieder das normal. passiert Okay. sofort. Oh Mann. Ist das ja, wenn Aber das ist meine wieder Admins hier mit Schraubenschlüssel drin. bei Pixel, ne? Das ist so, wenn meine Admins hier drauf sind, dann passiert immer alles Mögliche. Oh Mann. Okay, lass uns mal weiter Richtung Süden gehen. Ja, dann auf. So. Auf geht's nach Süden. Auf Dass geht's. die uns immer ärgern müssen, ne?
Och, das passiert auch so. Sieh dich vor, dass wir keine Höhlen finden. Dann sind wir schneller Jo, drin, als wir Ja, glauben. bist du immer noch im Vanish drinne? nein, wieso? Weil auf meiner Karte wirst du als durchsichtig angezeigt. Hm, okay. Ich bin nicht im Vanish, ich bin ganz normal da, im Kreativ. So. Gucci Uchi ist kommt jetzt auch auch. da. So langsam. Ich gehe jetzt. Tschüss. Nein, du bleibst. So, okay. Den macht irgendwie dann immer der Ja, ich Pfote nehme nach. noch ein bisschen, ich nehme noch ein bisschen Akazienholz mit. Ja, ja, macht er. Weil das finde ich nämlich bei mir nicht. Ah, nicht oder. Also ja gleich Setzlinge mitnehmen. Jo, wir Ja, Setzlinge genau. mit und bau die dahin. Ich unterhalte mich mal mit den kleinen Schweinchen hier. Ganz schön viele Schweine hier. Ja, ja. Wie hier Schwein genannt. Aber ich habe schon gesagt, dass wir momentan ja auch so diese ganze Phase hier nehmen und Feedback sammeln und eigentlich schon so Stück für Stück die Ideen für Community Server 3 zusammen machen, weil ich habe mit Absicht gesagt, dass wir natürlich uns sehr viel Zeit nehmen, so eine Welt zu entwickeln für euch und ja, aber so langsam können wir auch so die Ideen sammeln oder was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Ich Also, möchte ich mehr finde es Tiere. nicht so gut, dass Danita so lang braucht. Ja, das Heul ist, doch. ja, wie gesagt, das ist leider problematisch. Also ich könnte natürlich Philipp nochmal fragen, ob er das machen könnte. Ich habe nur die Befürchtung, dass wenn wir das dann auch noch zusätzlich bei dem Umzug berücksichtigen müssen, ich weiß nicht, was passiert. Ich bin ein bisschen gebrannt durch Momentum, weil da auch einiges, obwohl es sehr abgesichert war, ja verschütt gegangen ist halt, ne? Also, ich weiß nicht, ob es an der Version liegt, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe keine Meinst du wegen den Ahnung. Entitäten? Ja, Oder? nicht nur, sondern also einerseits wegen diesen Ghost-Blöcken halt, das Problem, was wir, diesen Konflikt zwischen World Edit und irgendeinem Plugin. Und dann haben wir ja das Problem, dass wir immer noch nicht die Grabsteine wieder haben, weil das einfach nicht kompatibel ist, aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung. Also ob das jetzt Okay. nach den ganzen Aber Updates besser wird. das Kentium war ja eigentlich schon drauf, Naja. eigentlich. Mhm. Deswegen sollte es theoretisch keine Probleme machen. Also wie gesagt, wir haben halt das Problem, dass im Momentum halt der Umzug da einiges Probleme macht. Also wie gesagt, wir können ja keine Grabsteine momentan nutzen im Momentum, ne? Hm. Das sind so halt. Ach so, er hat keine Berichte und Rio, kannst du ihm mal Nö, kriegt er nicht. Das seine, war so. seine OP angeben. Ja, eigentlich hat er Mimi gefragt. Oder Mimi. Wofür braucht er die? Frage ich mich auch. Frag ihn doch. Können wir erstmal weiter nach Wenn er kein Süden gehen. Potzbote hier. Hast du aber gerade. Potzbote. Ne, Na, vielleicht will er irgendwas an seiner Ihr geht doch nicht nach Rüstung Süden. machen. Ich bin Richtung. Aber dafür kann er doch mit seinem Java-Account rein. Achso, der ist mit Bedrock drin oder was? Ach, Ja. das kann sein, dass er sich ein paar Schematics runterziehen will vom Community Server für den Bedrock. hä? Das kann gut sein, dass er sich da was, seine Sachen mitnehmen will. Kann er trotzdem mit mir, aber. Achso, nee. Nee, mit Von. Bedrock geht's nicht. Da braucht er die Berechtigung. Ja, kann er doch Ich weiß aber trotzdem. nicht, welche Berechtigung er haben braucht dafür. Weil halt, Schematics gehen auch so, nur platzieren da kann er nicht dann. ja. Das Schematics kann er ja trotzdem drauf machen. Wenn es nämlich um Permissions geht grundsätzlich, dann muss das Simply machen. Das Ja, mache ich nicht. genau, weil wenn du, Weil genau, damit mache ich nur was kaputt. ja.
Also wenn du, genau, weil wenn du, Gucci, die Berechtigung meinst mit den Permissions, also dass bei dir Admin oder sonst was dran steht, das geht nur über Simply. Da musst du dich an Simply wenden. Der kann das so machen. Komm mal Ja. zu mir. Wo bist du? Ach, da. Nein, keine Höhle wieder. Nein, keine Höhle. Guck mal da runter. Ja, ja, damit ihr Ui. mich wieder schubsen könnt. Nein, guck mal da runter. TP ausprobieren? Teleport. Den will er ausprobieren. Den kann er so, hä? Kann er doch einen Singleplayer da machen, wenn das Teleport meint. Geht so schön Singleplayer. runter. Oh, Das habt ihr auf braucht er den hier doch Zoll gar nicht. TP für? Warum will er das jetzt hier ausprobieren? Weiß ich nicht. Teleport kann man auch einen Und Singleplayer machen. Ja, kannst du im Singleplayer machen. Ich kann keiner schubsen. Wenn Nein, er, aber die Glück wenn er das für bauen. seinen Bedrock-Server austesten will, ist es doch total unsinnig, das hier auf einem Java-Server zu machen. Ja. Weil er hat ja ein ganz anderes System wie wir. Vor allem, er hat ja nicht die Sachen, die wir hier haben. Es regnet. Ja, echt? Ich bin ganz nah. Sollen wir jetzt mal weitergehen nach Süden? Wir können auch durchfahren, Bumbo. Hi. Aber er kann ja die Map Community Server kann er ja auch im Singleplayer, glaube ich. War das doch so. Die von diesem Server? Das weiß ich nicht. Doch nicht. Nee, weil das eine Java-Welt ist. Die kann er nicht Genau. einfach so spielen. Die Sache ist die, es ist halt für mich wirklich unsinnig, dass er das hier ausprobieren. Ja, ich weiß auch nicht, was du ausprobieren willst, weil wie gesagt, die reinen Teleport-Sachen oder so, da hat sich Mimi ja mit Kirito auseinandergesetzt. Also das ist schon nicht anders zu machen, weil wie gesagt, das hat auch oftmals mit Sicherheitsfaktoren zu tun, dass wir da aufpassen müssen. Weil es bringt ja nichts, wenn wir die Bedrocker durch die Gegend teleportieren und dann hängen die irgendwo in der Wand fest oder was. Wir sind dann Sieht aber irgendwo auch auf einem lustig anderen aus. Planeten oder so, ich weiß ja nicht. Hab Wenn das man nicht- Bedrocker auf einen Bedrock-Server teleportieren will, kann man das nur über einen Command-Block machen. Dieser Command-Block muss ausgelöst werden und es muss P stehen. Das heißt, der Player, der am nächsten dran steht, beispielsweise der oben drüber steht, wird dadurch angepeilt. Nur so kann man die Bedrocker von einem Punkt zum nächsten teleportieren. Was Ich habe das mit den kompliziert. NPCs so Stunden, gemacht, ich hab dass das ich Stunden, Command ich immer hab das auslöse. Stunden. Ja, du hast das aufgeteilt, ne? Oh. Hüpfende Kühe habe ich gefunden. Was, hüpfende Kühe? Mhm. Wieso hüpfende Kühe? Wieso Kühe? Die sind eben gehüpft hier. Ah, eine hüpfende Kuh. Sammelst du immer noch Heu? Ist Die haufenweise Stadt Heu. auch. Heu, 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 heu. Ich müsste eigentlich ins Bett, Dann Warum? geh doch. Morgen ist weil, Feiertag. nicht für mich, ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern. Eben, und da ist morgen kein Fronleichnam. Es ist nur im Dann Süden. hast du Pech. Du musst nur umziehen. Hast du Pech. Nö, sie ganzieren dich nur wegen so einem dummen Feiertag um. Ja, wie gesagt, NRW runter bis nach Bayern aus Feiertag. Ich weiß auch nicht, die nehmen ja jeden Feiertag mit in NRW, ey. Das ist Ja, richtig ist ja krass. richtig so. Ja, Sehr arbeitnehmerfreundliches Bundesland.
Ja, vor allen Dingen, die sind ja hier alle protestantisch und feiern einen katholischen Feiertag. Ich verstehe es nicht. Ich begreife das nicht. Hauptsache frei. Hauptsache frei, genau, verlängertes Wochenende. Ja. Ja, wenn man den Brückentag dann noch nimmt, ja. Miau. Maut, Wo bist du? Maut, Maut. Ich habe ein komisches Haus Hier gefunden. rennt ein Schnurri War durch die Gegend. gemutet. Ich war schon wieder gemutet. Oh. Hast du da bitte Oh, warum machst du Tastenbelegung das? oder was? Nein. Ich habe Oh. wegen Katze gemutet gehabt. Miau. Guck mal, ich habe Die einen wollte das Sofa Schnurri. auseinandernehmen. Oh, Ich hatte es das ist nicht ausgemiaut. gut. Nein, du. Wehe dir. Und dann? Dann bist du Instant Kill. Sag ich dir jetzt schon. Wenn du die Katze killst, bist du Instant Kill. Bist du tot. Hier wurden keine Katzen gekillt. Spät, ich habe schon ein paar gekillt. Wenn ich nicht mache, dann macht's Rio. Doch, Rio? Hier werden keine Katzen gekillt. Kühe ist was anderes. Die kann man essen. Aber die Katze tötet man. Naja. Was? Wie, Manche na essen ja. auch Katzen. Ah. Aber hier werden keine Du Katzen musst mal getötet. künsten, nicht braten. Künsten. Oh. Come on. Oh. Du, Bubu, Ja. komm mal bitte zu mir. Ich Komm noch sehe mal es zurück. gerade. Komm mal her, guck mal bitte. Guck mal, was hier ist. Bist du denn schon? Hier, hinter dir, da. Guck mal her. Ja? Guck mal da unten drunter und das Feld. Siehst du das hier? Ja, Wasser. Ah, Lilly! Da ist ein Geist. Guckt aus der Erde. Wie das Wasser hier generiert ist. Guck dir das an. Ja, das ist sehr es ist sehr weird hier auf dem, also. Ei. Deine halbe Menschen, die hier rumlaufen. Halbe Menschen, die hier rumlaufen. Wasser, was in der Luft schwebt. Ich will hier weg. Das ist kein schönes Dorf. Hier wäre es auch cool gewesen. Oh, Gluck, Oh. gluck. ich geh weg. Ich bin auch nach Süden Bin weiter. Weiß nicht, wo du weg. bist. Ich bin weg. Ich spring ins Wasser. Ich schwimm ganz Hier, schnell ich habe ein weg. Boot. Komm her. Bring mich weg von diesem Ort. Er ist unheimlich. Ich muss mal Exorzismus holen. Du musst mal Ja, genau. Wir müssen den Exorzisten beauftragen. Frage, wolltet ihr nicht nach Hause? Ja, eigentlich schon, aber wir fahren jetzt Richtung Süden, weil wir lustig sind. Was sind wir eigentlich? Oh, Wir fahren Richtung Ihr Ihr seid seid Also die ich bin ganze, nach Hause, müssen ihr wir seid nach, die ganze bin nach Zeit Hause im mit der Richtung. Süden gelaufen. Wisst ihr das schon? Ja, Ja, wir wohnen ja auch Goldwater im ist eh Süden. nicht weit. wir waren auch schon ganz im Westen an der Border. Im Süden war man noch nicht an der Border. Weiß. Was ist Die da? ist aber auch nicht mehr weit 24.000 weg. 24.000 Blöcke müsste ich bis nach Hause. Ja. Wir waren ja auch schon Christa besuchen durch Zufall. Ja, Mhm. wir haben ja ein paar Geschenke da gelassen. Genau. Oh, ich habe noch was entdeckt. Oh. Was? Alles aussteigen wieder. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Schaf mit zwei Köpfen und schwarz-weiß? Es waren zwei Schafe ineinander. Da hast schon wieder was Sie entdeckt. Dinge. Ja. Ich hab den Videobeweis, wie Gucci es immer sagen würde. Wieso steht hier einfach so eine Schmiede rum? Im Nirgendwo? Ich war's nicht. Ich auch nicht. Er hat diese Schmiede hier einfach hingestellt. Hä? Hier ist doch gar kein ja. Dorf. Warum? Wahrscheinlich so generiert. Why? Weil er vielleicht hat sich versucht, ein Ein Dorf zu bilden oder so? oder Das es ist ist noch die wir- Schmiede in einem vom anderen- Dorf da hinten oder so. Den haben sie rausgeschmissen aus dem ja, Dorf ja. wahrscheinlich. Der hat gepupst. Einsiedler. Der hat Im gepupst, Westen der. gibt's auch noch eine. Der hat Bisschen so westnördlich von hier. Gibt's noch ein Dorf.
das auch nur vielleicht gerade mal 1 oder 2 Häuser hat. Es ist, Ihr schon wieder manche da. Orte sind schon sehr merkwürdig genug. Aber es ist immer lustig, sowas auch zu sehen, finde ich. Ich habe schon die abenteuerlichsten Dinge hier gefunden und so. 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 Da, da, di, da, da. Wenigstens hat es jetzt aufgehört zu regnen draußen. Es hat geschüttet vorhin. Und Rio, bei dir schon Land unter? Nö, Ja? kaum Da drüben geregnet. gesichtet. Hier hat's geschüttet vorhin, habe ich Da gedacht, geht's die noch Welt geht hin. unter. Schiffchen. Schiffchen. Kleines oder großes? Ich sehe nichts. Schiff, ahoi. Ja, ja, Ui. weil nämlich, aha, okay. Also wie gesagt, wir haben die harmlose Version, wo die nicht die Illager dann auf solchen Schiffen sind. Da haben Rio und ich immer ganz böse Erfahrungen und der Cooper und ich. Oh ja, das sind die ein bisschen gefährlich. Die Illager, Ich du finde die aber erinnerst weird dich? generiert. Ich finde, wie gesagt, das ist so ein bisschen schade, weil ich hätte gerne, kannst du dich noch an das erste Sword Pix erinnern, wo wir diese ganz tollen Illager-Sachen gefunden haben? Ganz toll. Hm. Wenn es das als Data Pack geben würde, das wäre so übergenial. Kuckuck. Wo ist ein Kuckuck? Heißt Kuckuck? Haben wir sowas auf Ich dem sehe Verweis? unten einen Kuckuck. Kuckuck weg. Kuckuck weg. Kuckuck wieder da. Weg. Ja. So, ich war vorhin nämlich schon auf so einem Schiff. Da 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 da. Da da dum, da dum, da da. So. Blendet einfach alles. Und Mal hat Ja, doch. jetzt auch, okay. Das, was ich brauche, nehme ich mit. Aber schön, dass die Mal jetzt auch auf Twitch mit. Papagei haut ab. Weil wie gesagt, Ah, Hilfe. es ist nämlich ein bisschen Wird schlecht. besser für also sagt Handybesitzer oder iPad-Besitzer oder so, die halt den Stream gucken wollen. Für die ist das einfacher. Was macht der Papagei hier? Papageien. Papageien. Ne? Ist das nämlich besser zu. Also viele haben gesagt, dass am Handy oder am iPad, wenn die da gucken wollen, also YouTube immer zwischendurch doch relativ laggig rüberkommt, wofür ich übrigens nichts kann. Das ist einfach so. Weiß nicht warum und weniger mehr als Probleme mit böse. Twitch haben und so könnt ihr jetzt halt mich auch live auf Twitch sehen immer und oder auch nachgucken. Ich habe so eingestellt, dass das auch immer gespeichert wird. Allerdings bei Twitch, glaube ich, ist es so, dass es nach einer Zeit lang auch wieder verschwindet. Was Hm. ich mitgekriegt habe. Ich glaube, eine Woche oder so bleibt es stehen. Also, Ist ja Ich glaube, bis eigentlich zu auch nur 60 für Tage. Streamer und nicht ja, für Videos. genau. Also wenn, dann müsste ich wahrscheinlich den runterladen und wieder hochladen oder weiß ich was. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich sag mir, für euch ist es eine Alternative und alles bleibt natürlich auf YouTube immer stehen. Das könnt ihr auch im nächsten Jahr nachgucken, wenn euch danach ist. So, also einige haben ja angefangen, Momentum nachzugucken von Anfang an und die haben ganz schön viele Teile nachzugucken. So, hast das Schiff jetzt genug auseinandergenommen? Können wir weiter? Können wir weiter? Es wird schon wieder Nacht. Ach, immer dieses Geheule. Mi, 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 mi. Ja. Ach ja. Bin da schon da. Wozu braucht ihr mich dann nochmal zu beschwören? Bring mich mal heim. Nein, das bringt uns nicht heim. Wir fahren tapfer weiter bis zur nächsten Weltbrücke. Ja, die ist nur noch Oh. 1200 ungefähr entfernt. Ist halt fast in der Ecke der World Border.
Hm. Oh, schau mal. Mesa-Bio? Nein. Nö. Was für... Oh, Da muss Tiger. der Berg nachbauen. Tiger. Was für Ja. Berge. Oh. Ich habe vorhin Merkwürdig generiert. eine Das richtig Geld. coole Insel oben gefunden halt, ne? Also im Also wenn ich jetzt nicht eine Insel hätte, würde ich die beschlagnahmen. ich Oh habe noch ja. viel schönere gesehen, aber die ist auch cool mit der Tordurchfahrt, das ist ja wohl der Hammer. Ja. Wow. Also wenn ich jetzt Guck nicht mal, die eine Insel ganze hätte, würde ich Gegend die ist hier beschlagnahmen. so. Wahnsinn. Warte mal, halte mal an, damit wir schlafen gehen können. Und Ja, du musst aber erstmal also, ja, ich bin schon mit meinem Bett im Wasser. Alles gut. Schön nass. Mhm. Brauche ja nur eine Stelle, wo ich stehen kann. Oh. Du kannst auch unter Wasser ausstellen. Da. Aber Ja. Ich kann auch nachts schlafen und dabei ertrinken. nein, tatsächlich nicht. Okay. tatsächlich hätte ich Ah, das dabei ist nicht richtig. gehört. Schaut mal auch von Unter der. Wasser kannst du nicht Wow. ertrinken, wenn du im Bett liegst. Okay. Muss ich Da ist mal. eine Wasserkuppel Genial. Luftkuppel drüber. Das muss ich mal Genau. privat ausprobieren. Ich nehme mal mein Bett und pack's in einen See, wo ich dann auch nicht ertrinke. Nein. Ja. Wieso? Kannst du auch hier ausprobieren. Einfach mal im Wasser stellen, dann siehst du's. Also auf jeden Fall Das ist finde ich, Wahnsinn. das ist hier eine richtig geniale Gegend, weil man hat nämlich oft, dass die Vorderseite mal ganz toll aussieht und dann lauft ihr drumrum und das sieht total aus. Aber das Wuff, wuff. ist Ja, aber richtig das, von allen Seiten hier und das ist ja, oh Gott, ist das wie gesagt, toll. wenn ich keine Da. hätte, wenn ich jetzt nichts hätte, Ah, wo ich gesagt habe, da habe ich lasse mich nieder, das würde ich sofort nehmen. ein Moment. kleiner Wasserdrache. Siehst du es hier von unten? Ja. Mal von hier runter. Siehst du Ah, das? stimmt. Das ist wie so ein Schneewittchensarg. Ein Mal Schneewittchensarg. gucken, was es hier unter Aber Wasser das gibt ist bei der richtig Höhle. cool, ja. Wow. Das ist richtig genial. Also, wow, I am impressed. Hammer. Oh. Und vor allen Dingen scheint das eine relativ gute, das ist eine Insel. Warte mal, eine Halbinsel. Man kommt rüber anscheinend. Wow, Das sieht richtig wow. genial aus. Ja, ich höre. Mal eine Die schöne Burg Bluetwindhöhle drauf und bauen. Wunder. Ah, da kann man richtig gut machen mit. Wahnsinn. Kannst ein ganzes Dorf oben drüber bauen. Mhm. Nee, vor allen Dingen, weil die Umgebung auch diesmal dazu passt halt. Das ist nicht einfach nur so Ja, generiert, sondern es ist also ich richtig dachte ja schön schon, die Insel, die generiert. ich gefunden habe, ist klasse. Ja, weil die ist ja Aber auch das ist, irre, aber das ist ja richtig cool aber mit diesen das hier ist die, kleinen, also vielen Inseln hier noch und die ist noch mal besser hier. wow. Das wäre eine schöne Gemeinschaftsprojektecke hier. Also diese Hauptinsel da, die ist also Wahnsinn. Stellt euch mal vor, wir würden hier im Grunde genommen den neuen Spawn für den dritten Server vorbauen. Nein, alles gut. Ihr habt nichts gehört, ich habe nichts gesagt. Nein. Ah, das wäre so in die Richtung, wo ich sagen würde, das wäre auch richtig genial mal. Eine schöne Burg. Mhm. Aber so richtig, also nicht mal so Mittelalterburg, sondern so eine Burg mit modernem Touch. Ja, Wollte so ich gerade eine sagen, eine Burg in Steampunk-Style. Warum auch Ja, immer habe nee, ich hätte mich ich nicht gerade unbedingt angefangen. oder hab habe einen ich mich Baum nicht vor der gemutet? Nase hier. Okay, ich glaube, wir mal ein Stückchen weiter in den Süden. Hier ist eine große Felswand. Das ist schon Das ist gut. richtig. Ja, Einfach geradeaus. ja ich möchte aber mit dir zusammengehen. Nicht Ja, alleine. ich bleib hier. So, jetzt bist du wieder in Zweisamkeit unterwegs. Da. Ja. Guck mal, hier Jetzt gibt es ganz viele Fichtenbäume für dich. Ja. Also das wäre auf jeden Fall auch eine sehr interessant. Also ich könnte mir also in so einer Art auch gut so ein Spawn vorstellen. Ja, und also mit Baumhäusern.
Hier könntest du wirklich wunderschön so mit Baumhäuser hier oben Ja, draufsetzen. einfach. auf Oder die- so, auf so die eine Bäume. also mal so im Fantasy-Stil. Da kann man dann halt auch mal im Pilz wohnen oder so. Nicht? Mhm. Jetzt mit dem Naschkäfer hier unten drunter. Oder so, genau. Ist schon richtig. Hier leben auch Füchse, das ist der Beweis. Das ist eine gute Gegend. Guck mal da drüben, hinter dir. Guck mal hinter dich. Weiter nach hinten. Da drüben. Ach, komm mit. Oho, oho. Oho, oho. Oho, oho. Mit Oho. LAs. Ja, die Alice interessieren mich nicht. Er will wieder ein Ah, ich Raid hab haben. gefunden, was mich interessiert. Nein. Nein, nein. So doch nicht. Wie war das Oh, toll. Jetzt hab ich den. vorgestern? Ah, ich hab ein Eisen. Ansonsten Weil er einfach hätte- kein Interesse hat. So, haben wir alle? Ah, da, da, da. Ah, la, Ach, du bist Rio. la, 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 Wer hat sonst so einen la, Kopf la, la, auf? la, la. Aha. Ich sag doch. Boom, den habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Ein Golem. Haben wir hier noch einen Villager irgendwo, zufälligerweise? Gut. Nö. Nö. Bleibst du Na, stehen? zum Glück. Guck mal, der haut wieder von mir ab. Aber LAs. Ah. Hab ich auch schon gesagt. Ja, da Ja, aber hinten komm, steht für einer. was, Da, was da, soll ich ganz denn, hinten. was Da, soll ich da. denn mit LAs machen? Da hinten. Was soll ich mit den LAs machen? Erzähl mir das mal bitte. Weiß ich nicht. Müssen wir hier Mitschleppen. runterschießen. Mitschleppen. Aber die tragen keine Pandas. Panda-Spawnex können die tragen. Also können die Pandas tragen. Ja. Drüben ist ein Turm. Bubu. Wo Ja, ist ein Igel? bin ein Igel. Kommen immer mehr. Aua. Bist du die da am Spawnen? Nein, ich habe keinen Effekt. Nimi? Ich bin artig. Hä? Nein. Nimi Meinst doch du Nimi nicht. Eier verteilen? Nö, ich mach gar nichts. Nein. Ja. Das passiert auch alleine hier. Ja. Echt die Ellie. Die spawnen ja am Turm immer nach. Ja. Deswegen hatten Das wir ja ist letztens enorm das viel. Problem. Es ist sehr viel. Mami. Meine ist nicht Güte, hier. mein Handy fliegt hier gleich. Na, 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 na. Aber ich glaube, ich mache mir jetzt mal langsam auf ins Bett. Ja, mach das. Schlaf schön. Das ist nicht, ne? Dinke, dink. Macht keinen Quatsch. Nein, Mach Ja, wir ja. doch Hier nicht. doch Wir doch nie. Hier wird noch Und macht nie nichts, was was ich nie auch nicht machen Nein. würde. Okay, dann können wir hier weitermachen. Ja, da, da. Popo versohlen. Quatschköpfe. Popo versohlen. Helfe sohlen. So, würde der Golem jetzt mal bitte seine Arbeit machen? Wäre nett. Nee. Lass ihn doch ganz raus. Gut, Schon dann geschehen. sage ich jetzt mal gute Nacht. Gute Nacht, Äh. liebe Mimi. Schlaf schön. Ciao. 1. Ciao. So schnell hat man schon wieder Emeralds. Yep. Aber ich habe immer noch keine Millionen. Da, da, Oh, da, da. Raid Captain. Aha. Oh je. Einer. So, jetzt kannst du dein Raid haben. Der wird schneller kommen, als ihr denkt. Sag nicht, der ist im Dorf in der Nähe. Aber Ellie. 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 So. Okay. Muss erstmal die ganzen Armbrüste hier loswerden. Das Schmeiß die in die Ecke. Dass die immer so alle beschweren, ne? Aber LAs finde ich total unnütz. Na, ich sag mal so, sie sind niedlich, aber ich hab sie eigentlich auch.
So. Ups. Runterfallen. Ist auch genauso mit diesem Armadillo. Das ist immer der Niedlichkeitsfaktor gewinnt. Genau, lass ihn uns gemeinsam erledigen. Da ist ja noch so ein Heini. Komm her, ja. Ich liebe deine Banner. Das waren 2 auf einen Streich. Gute Arbeit. Sagt, holt euch den Golem zur Hilfe. So, hier wird sowieso kein Raid ausgelöst. Denke ich mal. Außerdem geht die Sonne unter. Wie hat der das geschafft? Wer? Er hat was geschafft. Der Pillager im Käfig? Okay, Wo gehört er hin? ist er da drin gespawnt? Gut möglich. Das haben wir auch schon gesehen. Letztens hatten wir das auch. Der eine Pillager da plötzlich im Käfig drin war. Wo die den Villager rausgelassen hatten. So, dann gehe ich mal heimlich hier in einer Ecke schlafen. So, das habe ich raus, das habe ich raus, das habe ich raus, das, jawohl. Dann kommt das hier rein. Ja, So, ihr habt so. da euer Schon mal Schand. weiter? Jojo. Auf in den Süden, auf in den Kampf. Lalalala, wo ist der Süden? Hallo, du Igel. Wo Das geht's ist hier entlang? Norden. Süden ist da lang. Okay. Ah, da ist noch ein kleines Pillager-Lager, der wundert mich auch. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Kuckuck. Ab die sind schon Ah, da seid aufgewandert. ihr. Hoch. Wieso? Hm? Passiert nichts, passiert nichts. Ja, Ah, das ist zeig noch mal, wo dein Dorf ist. Ich hab doch die Der Wahl. sollte eigentlich das Dorf sein. Oder braucht er einen Beruf dafür? Nein, das Dorf bist du erst dann, wenn du 2 Leute bist. Soviel ich weiß, waren es immer bei einem Villager. Mhm. Ich glaube, das ist unterschiedlich. Okay, wir Der hat sind Oder schon hat- wieder am wunderschönen Schnee hier. Laufen Sie mal geradeaus weiter, Herr Kai. So, Haben sie das geändert in den ja, letzten paar Versionen? denke ich. Naja, wir lassen uns über, was wir hier so finden. Ich würde mal sagen, hier könnten wir auf dieses legendäre Eis treffen. Hast die Was Karte ist noch? das wohl? Haben wir ja Ja, nicht ich bin mit. gerade am Hast du mitgenommen? Doch, Die Eiskarte ja, da. ja, Hat sich da schon was getan? ja, nicht wirklich. Ich sehe ein versunkenes Schiff. Aber ich habe hier drüben was. Guck mal, Bubu. Irgendwas ist hier drüben. Das ist einfach nur so generiert, dieses Runde, was da steht auf der Karte. Okay. Weißt du, was Sehe ich meine? es? Ja, ich sehe es. Ich? Ja, das ist nur so generiert. Also generiert 2 Bälle. Ja. Schwimmen. Was bist du denn? Im Eis. Ja, Auf dem wo? Eis. Noch auf Ach dem da. Eis. So, dann schauen wir doch.
Also entweder könnte vor uns was kommen. Ich weiß es. Wir werden sehen. Muss man. Und hallo, Ich trinke jetzt erstmal Ken mit. Carlo Thiel. Hallöchen und herzlich willkommen bei den Klötzchen. Wir sind hier gerade auf dem Klötzchen Community Server von uns unterwegs. Erleben ein paar Abenteuer. Entdecken so Dinge. Und verhauen Pillager. Da vorne leben nur Schweinchen. Ich sehe eine Popo Junior. Und eine Popo Junior Junior. Eine kleinere. Ein kleiner am kleinsten. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier so. Hm, du gehst gerade nach Pillager. Osten. Pillager. 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 Mhm. Ist denn mein S auf Gehst der du nach Karte? Norden. Hallöchen. Da ist mein. Jetzt gehst du nach Süden. Okay, da. Meine Freunde, die Pillager, schon wieder. Ach, die haben diesmal 2 Türme. Das heißt, die haben bestimmt Pillager gefunden. Meinst du? Wir hatten doch gerade eben auch einen Villager. Und mit keinem Turm. Reingefallen. Ping-Pong. Hey. Du beschießt mich nicht. Ist schon weg. Den habe ich schon platt gemacht. Eigentlich müsste da so eine Wutschnau an der Seite sein. Da, okay. Wo stecken wir? Immer, Das ist Snow. immer noch nichts in. Ich hab ja Schneeschuhe. Kann nichts passieren. Knirsch, knirsch. Knirsch. Mach mal ein Brötchen. Da. essen. Lalala. Ich bin gespannt, wie weit wir heute. Wie gesagt, noch ein bisschen mache ich. Aber auch wenn ich morgen ausschlafen möchte, kann und so, ist halt doch cool. Sagt die Hunde. Und wenn mir das morgens mal nicht so gut geht, momentan nimmt er mir die Hunde ab. Der morgens geht. Da vorne sind schon wieder Villager. Ja, ja, ich sehe schon. Aber da ist eine Mauer diesmal. Wir sind an der Waldborder. Und Wir die- haben's geschafft. Haben's geschafft. Wieso komme ich hier nicht durch? Aha. Das ist das Ich bin auch Witzige. Ich habe okay. nämlich, Ich ich habe bin nämlich auch woanders. okay, Rechte. Naja, ich hab nämlich woanders einen Fehler aufgedeckt, da kam ich nämlich einen Block durch. Da kann man ziemlich viel Quatsch machen, wenn man nur einen Block durch. Es geht auch so, dass man direkt vor der Wildborder. Ich glaube, das ist eher Anzeigefehler der Wortborder. Also wie gesagt, Willst du durch? ich konnte Tatsache einen Ja, Block ich hinter der möchte durch. Border Dinge abbauen. Und looten und killen und Ja. Aber Vorsicht, nicht zu weit gehen. dann stirbst du. Das ist. Das ist gefährlich, auch für die Wissenschaft. Ganz gefährlich. Das ist ja schon Ah. fies, ne? Und ich habe was gesehen, wenn wir jetzt, aber das ist glaube ich hinter der Wordbar, da kannst du mal gucken, Rio. Was? Hier gibt es so, mir steht vereister Fluss. Ja, das ist hinter der Wordbar, aber das ist auf der gleichen Höhe wie Pillet. Oh, das ärgert Zeig mal die mich. Karte.
Warte mal. Verzögerung. Nee, eigentlich. Ich bin Siehst du hier das? vor dir. Ach so, Ja, wenn wir ähm, hier an der Dings warte. weitergehen, meinst du, ne? Hier rüber meinst du? Ja, Richtung das ist Eis. hinter der World Border. Ja, Ich sehe es ärgerlich. schon. Im Ärgerlich. Dorf. Ja, Nö, das. das müsste Ach hinter so, der World Border ja. sein, ne? Guck mal, da steht nämlich Ja, schon das das. Iglo, siehst du das? Hm. Ah, das ist ja fies. Das ist ja so fies. Aber wir müssen ja hier auch noch lang. Naja, dann winken wir denen mal freundlich zu. Kannst du nicht einfach mal ein bisschen weitermachen, die World Border, Mann? Nein. Nein, Nein. bleibt so. Es gibt genug Dörfer. Aber nicht so ein schönes wie das hier. Ja, ja, sagen sie alle. Doch, gibt Viel es. schönere sogar noch. Sage. Ja, das ist das Ähm, Schönste. Ja, ja. Hinter dem Zaun ist immer alles schön. Kennen wir ja nicht. bei 4000 und 3000. Guck Am mal da. Norden Ich davon gibt es auch versuche welche, hier aber das gerade ist ein irgendwie Eis eingesperrt. diesen Berg hier hoch. Guck mal hier, Bubu. Guck mal hier. Komm mal zu mir. Ja, hast du ein Iglu gefunden? Ja, Tatsache. Ein Iglu. Aber ohne Treppe nach unten. Ich bin doch gerade am gucken, ob er ist. Nein, Das ist gut versteckt. das ist richtig gut versteckt. Genial. Ich hätte es jetzt nicht gesehen. Ehrlich. Oh, und die Eispickel auf den Bergen. Auch mal schlecht. Aber nur so ein paar. Was bist du Mit denn? Puderschnee. Ja. Da. Wo Hui. ich nicht einsinken Oh, kann, weil ich hab Schneeschuhe an. Ätschebe. ist ja nur ein Block tief. Oh nö. Hä? Lava. Achso. Nee, ich Da hab Lava, gerade gedacht, Lava. hier ist noch so ein Iglu drinne. Das sah gerade so aus. Weil unsere Freunde sind hier. Da gibt's hier hinten einen Ausgang. Guck mal hier. Da geht's weiter. Naja, es geht überall weiter. Wollte ich gerade hauen. Oh wei. Hast du ja versuchen können. Nein, wollte ich nicht. Ich hab gedacht, du bist irgendein... Ein Zombie weiß im Kopf. Ja, deswegen war ich ja irritiert gerade. Ja, was ist denn das für eine Höhle? Die geht ja mal weiter nach oben. Und hier ändert sie im Schnee. Sternenhimmel. Sternen. Oh, okay. Nacht. Bleib doch stehen, Junge. Gib auf. Mal diese Betträuber hier unterwegs. Was macht Bobo eigentlich da? Durch den Schneegraben. Und Alles klar. Und wieder reinfallen. Sehr sinnig. Oh Mann. Tag. Hallöchen. Ich wollte ja eigentlich raus. Nicht ins nächste Loch fallen. Ah, okay. Dann darfst du nicht so weit graben. Na. Kann der Tiefschnee kommen? Mir kann nichts passieren. Außer man beschmeißt mich mit Schnee. Schneeballschlacht. Warum habe ich eigentlich grauen Teppich hier? Hm. Ah, für einen Krempel einsammeln. So, okay. Oh, das sieht hübsch aus. so, wo sind wir denn Hui. jetzt hin? Guck mal, ist das hübsch. Der See mit diesen Eispickel-Dingern. Wir rennen über die
Ich hoffe, du hast eine gute Schaufel bei. Kein Tief, nee. Ah, hallo Ziege. Oh, die brauche ich mal kurz. Mäh. Wir sind hier nicht Die ins brauche ich mal Waldpixel. kurz, die Ziege. Die brauchst du mal kurz. Die Ziege. Was hast du vor? Dir ein Horn klauen? Ah ja, okay. Ich hab So, verstanden. setz dich rein, Ich lauf zu ins Fuß. Fahrradstück. Setz Ja, dich rein ins ich. Fahrradstück, das gibt ein Achievement. Es gibt ein Archiv. Fahren mit einer Ziege Einfach durch Ja. die Gegend. reinhocken. Ohne Geist kein Preis. Ich habe mein Archiv, kann ich das auch in Your anwenden? Das war nämlich eine Aufgabe, die ich da machen muss. Naja, wenn es überhaupt noch Ah, nötig ist. nein, ist kann er nicht. Bin ja da relativ schnell kaputt gegangen. Und da bin ich auch ehrlich und unterschiede ich auch nicht, auch wenn ich hätte wieder auf den Server gekonnt, aber das mache ich nicht. Raus ist raus bei Hardcore. Fertig. Oh, da schummelt man nicht. Apropos, was macht eigentlich dein Hardcore-Projekt? Ja, ich habe einen Teil, allerdings habe ich das Problem, dass im halben Teil durch Update wieder der Ton weg war. Ich habe mich jetzt aber entschieden, ich werde das Tatsache rendern und werde das online stellen, dann müsst ihr halt durch. Weil ich möchte natürlich nicht, wie es teilweise gang und Nee. gäbe geworden ist, cheaten oder einen Teil weglassen oder solche Sachen. Und cheaten würde ich, indem ich es nochmal abdrehe. Und ja, wie gesagt, also da müsst ihr halt durch. Zum Ende des Videos ist auch der Ton wieder da und im nächsten Teil ist der Ton wieder ganz da. Also ich habe keine Ahnung. Also immer wenn irgendwie was im Hintergrund, was ich nicht ausstellen kann, meint ein Update zu passiert das schon. Sagt, müsst ihr durch. Ist halt ein Hardcore-Projekt. Und das könnt ihr halt sehen. Das Einzige, was ich ja nutze im Hardcore, ist meine Minimap, weil da stehen nämlich die Tage drauf und da könnt ihr sehen, wie viele Tage ich das schon erlebe. Wo bist du Also hingerannt? ich könnte mittlerweile aus dem Community-Server Bist du 11.000 hingerannt, Tage Coco? machen. Ne? Ich, Ach, da oben. 11.600 bitte. genau, Und 11.600 8 Tage. Tage könnte ich hier Guck mal, was da schon drüben ist. machen halt. Schnee. Iglo. Eben noch ein Iglu. Schon wieder eine. Ein Zombie. Infizierter und hier ganz viele Ziegen. Hier gibt es so viele Ziegen. Kein. Oh, wieder nichts unten drunter. Ja, Pech gehabt. Also wir brauchen ja auch keine Oha. zombifizierten Händler halt, wie ihr Wie wisst. viele Ziegen? Ja, hier sind richtig. 1, 2, 3, 4. So viel haben wir nicht mal bei Kroko gehabt. Erinnerst du dich? 8. Haben wir uns alle um die paar Ziegen gekloppt. 8 Ziegen. Ehrlich? Wenn ich jetzt mich hier hinstelle und du mich jetzt anrempelst. Aber die haben so eine knuffigen Nasen. Ich mag denen ihre Nasen. So, ich kletter mal hier auf dem Ausguck. Dann gucken wir mal. Weil wir laufen ja jetzt schon Stück für Stück in die Richtung, wo wir dann nach Hause kommen. Wo bist du jetzt eigentlich hin? Ich bin Wo? oben auf dem Berg. Nicht wirklich. Vor uns hinten ist ein Eispickel. Eispickel, Berg ist auch riesig. Eis. Ich stelle Warum mich sehe ich mal dich hier da hin, nicht? dass du mich siehst. Ich sehe nur Ziegen. Wo ist Kai? Kai ist definitiv keine Ziege. Nach Osten musst du, oder? Nee, nach Norden. Nach Norden. Ich kann ja noch ein Stück. Ich sehe. Ah, ich hab dich. Hey, hallo Kai. Hallo. So, nicht runterfallen, da geht's tief runter. Vorsicht. Komm vor. Autsch. Guck mal, das sieht so lustig aus. Hier so herumstehen diese Eispickelgedönse.
Wie ist denn eine Mauer? Mhm. Aber hier geht's ganz schön tief runter. Hund, würdest du bitte die Heizung ausmachen? Er hat mit seiner dicken, fetten Nase meine Heizung gerade angeschmissen. Ja. Die hat's gemacht. Ist das ein Sensor? Ja. Na, So ein okay. Touch-Sensor, weißt du? Ja. Das Geräusch. Aber eine Schreiziege haben wir auch noch nicht gefunden. Mag ich am liebsten. Ich habe eure Freunde gefunden. Was Auch mal wieder. hat unsere Freunde gemacht? Geh weiter. Ich sehe es. Ja, guck mal, da hinten. Oh, ich habe was ganz anderes vergessen zu gucken. Weg ist er. Nee, gerade ist immer noch nichts. Da ist er. Na komm Ja, runter. weiter. Oh, denn eben nicht. Wir treffen uns noch, glaubt uns. Ihr seid noch dran, ihr kommt nicht so davon. Achtung, Pulverschnee. Ja, ich hab Schneeschuhe. Ja. Aber kein ich. Er wird schon merken, wenn er versinkt. Er ist immer zu faul, welche anzuziehen. Was ist denn da vorne schon? Okay, Hallöchen. War das die Patrouille von Das ist wieder diesem Pulverschnee. Ich hab's. Na, ein Von unten sieht Pulverschnee lustig aus. Ein Häuschen, ein I, ein Eingang. Der Gasthof? Überschnitt mal Ich angezeigt. würde mal sagen, der wurde begraben. Wer der Gasthof oder ich? Und ihr habt einen Raid ausgelöst. Wie gesagt, Ich Bobo. nicht. Da Nein, ich ist hab das mich nicht Haus. getroffen. Ich habe das Haus gefunden. Es ist hier unten in der Schlucht. Viel Spaß mit den Raider. So, Was ist denn da unten? Die Hoppenhöhle entdeckt. mhm. Kai geistert ganz woanders rum. So was Neues. Nicht Bobo mit den Raider allein. Doch, die schafft das schon. Wenn sie keine Milch trinkt, ist sie selbst von schuld. Auch ich möchte ein bisschen spielen, ein bisschen Action. Ein bisschen wieder wie ein Igel aussehen. Also ich habe einen Dorf gefunden. Ah, ich habe den Gasthof gefunden. Mit netten Besuchern. Ich sorge gerade Gut für dafür, dich, dass dass sie es sich auf richtig wohlfühlen. gut für dich, dass es auf einfach ist. Mhm. Genau. Deswegen mache ich es ja. Das würde ich ja nicht machen. Immerhin ist das Haus gut versteckt. Mhm. Da kann ich ihn viel einfacher beschützen. Die kommen hier schon alle relativ kaputt unten an. Die hier nämlich alle abstürzen. Ah ja, klar. Oder halt eine Multishot drauf. Ja, genau der. Mal ein bisschen Inventar hier loswerde. Mein Gott, hab ich. Ach, ich hab die ganzen Schneebälle hier. Guck mal, hier stand das Haus. Oben Steincutter. Oh. Ähm, Was? Was? das wird wehtun. Was? Klick vorher am Bett an. Hab ich schon. So schlau war ich, sonst hätte ich den Raid gar nicht machen. Jetzt kommt mein Freund das Tier, aber erstmal will ich Frühstück. Ja, vom Frühstück gehe ich nicht raus. Ja, erstmal. Wo ist die Spinde? Okay, es kam nach unten.
So, wir hätten da mal eine Kuh. Interessante Oh. Kuh. Bietet einfach Oh, keinen oh. Schaden. So, das war aber unheimlich schwer. Du hast auch gute Guten Rüstung an. Tag. Jo, aber eine gute. Edge Badge. Hier ist noch einer. Ist der. Da war einer. Aber nicht wieder verstecken. Das gilt nicht. Wir haben schon mal einen ausbuddeln Würde ich doch nie müssen. verstecken. So. Sonst nicht. Der eine, der mal Ach, gefehlt hat. das ist wieder so eins, wo wir drin waren, hier auch schon, wo wir dann auch so uns Mhm, noch drin genau. eingebaut haben mit allem. Genau. Das ist hier relativ praktisch, weil die hier alle unten erstmal reinfallen. Dann kommen die schon halb kaputt hier an. Weil hier gibt es ja gar keinen Turm nebendran. Ja. Das Ah. war ein leichter Leck. Der Kürbiskuchen. Ah. Gute Nacht. Hier gibt es eine Ancient City unten drunter. Sehr schön. So. Wir haben gewonnen. Ja. Ja. Hallo Schneemann. So, und ich habe keinen Effekt, also alles gut. Und Leder gibt's hier noch. Und ich sehe aus wie ein Schneemann. Igel. Ich bin ein Igel. Da, jetzt brauche ich erstmal irgendwas, wo ich meinen Krempel reinschmeißen kann. Wo Da haben Sie hinten denn die in dem Truhe Raum. versteckt? Hier. Warum da unten? Wo ist denn die Küche? Dahin. Okay. Gut. Was packen wir da rein? Das packen wir. Das packen wir. Das packen wir. Pfeile. Braucht doch kein Mensch. So, Emeralds möchtest du die wieder haben? Warte, auch reinschmeißen. Ich das noch. Warte, ich pack sie dir in eine Kiste und nimm's. Oh, hier. Ja. Du weißt doch, 1 Million. Ja, ja, du willst ja deine 1 Million nur. So, und die brauche ich auch nicht. Ja, viel Spaß. Da hast du noch was Das zu geht tun. hier Ich auf dem helfe ja schon Server relativ fleißig. einfach. Deswegen mache ich ja Das den nur Stein ganzen abbauen. Naja, Tier. da würde ich sagen, in der Farm würde es schneller gehen, als zu erkunden. Wieso erkunden? Ich muss doch nur Stein abbauen und die am Spawn verkaufen. So, ich würde mal Eben. sagen, da wir es gleich Mitternacht haben, werden wir hier zu Ende kommen, denke ich mal. Es ist ein guter Ort. Kann man nicht kaputt gehen. Oder? Was denkst du? Ja. Hier gibt's ein Bist warmes du morgen Feuerchen. auch bei Wusi? Ach stimmt, das war ja morgen. Ich muss Morgen, gucken. ja. Ich muss das Muss nämlich gucken. auch noch alles einrichten und gucken. Aber das wäre vielleicht mal ganz interessant zu gucken, wie die Spielweise bei Wusi. Also was der da so macht. Weil ich glaube, der macht das schon ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange die ja schon an dieser Map da baut. Das ist schon einige Zeit. Ich denke mal, Stine, die wird auch kommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob sie das raufkriegt. Ich muss das alles noch irgendwie über CurseForge machen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich muss mal gucken, wo er das hingeschrieben hat, was wir brauchen. Momentum. Er hat's in die Ja, Dropbox ja reingeschmissen. so. Ach, das ist Also wie gesagt, wir versuchen das hinzukriegen und dann morgen bei Wusi mal von Wusis Server aus. Ich denke mal, das wird auch ganz interessant für euch alle. Und was so die einzelnen Teammitglieder machen. Also Wubu besucht mal wieder jemanden. Ich denke mal, das wird sehr interessant. Auf jeden Fall, ich sehe lustig aus. Also es ist kein Hut mit irgendwelchen Federn drin, das sind Pfeile in meinem Kopf. Ja, gut.
auf jeden Fall, wie gesagt, wünsche ich euch jetzt erstmal eine wunderschöne Nacht. Ich kann natürlich mal gucken, ob wir noch jemanden haben, den wir hier raiden können. Also bei Twitch werde ich mir das jetzt erstmal noch knicken. Wir haben Padma. Ich werde euch mal rüber. Wir können natürlich auch zu Sagi gehen oder zu Lau. Laos ist auch noch da. Ich denke mal, ich schicke euch rüber zu Padma. Die kann es brauchen für ihren Kanal. Und ja, grüßt die liebe Padma von mir. Und lasst ein Like und ein Abo bei ihr da, unbedingt. Wie gesagt, für alle, die auf Twitch gucken, denen sage ich jetzt eine gute Nacht. Äh, Wie gesagt, Stück für Stück werden wir auch das Twitch-Konzept ein bisschen anpassen. Weil momentan, wie gesagt, ist das so für mich so der Backup-Stream Stream momentan, um zu gucken, wie das mit der Leistung ist. Ne? Bobo, Ja, sie hört auch gerade auf. der hört auch gerade auf. Okay, dann nehmen wir Pat mal wieder raus. Moment. Das ist nicht so gut. Dann würde ich sagen, der einzigste, wo ich. Ja, das könnte natürlich auch sein, dass Lars jetzt auch aufhört. Ich weiß es. Ich schmeiß euch mal zu Zagi. Bei Zagi weiß ich, der macht immer länger. Sie ratet da auch gerade. Ich schmeiß euch jetzt mal zu Zagi. Also, wie gesagt, wir beeilen uns damit wie gesagt, mit den Patmajanern sozusagen gemeinsam unser Zagi jetzt machen. Und wie gesagt, bei Twitch wird das demnächst auch noch angepasst, dass wir da natürlich, weil einige haben auch, wie ich, halt diesen Doppelstream und dass wir uns da alle so gegenseitig ein bisschen unterstützen. Und dann fliegt vielleicht auch die 10 Minuten also 10 Minuten Blockade daraus. Momentan, wie gesagt, habe ich noch keinen Moderator, also von daher bleibt sie drin. So, okay. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Vielen Dank an die Mimi, die schon schlafen gegangen ist, an Rio und an Kai, meinen ständigen Begleiter. Momentan. Ständig, Ich denke mal, ja. Wusi bereitet das alles für morgen alles vor, war deswegen nicht da. Oder war bei Crafters Live. Ich weiß es nicht, weil der hat ja auch ein paar andere Projekte noch. Wie gesagt, kommt gut durch die Nacht. Wir sehen uns morgen Abend wieder und schlaft schön und verbringt einen ruhsamen Tag für alle, die Feiertag haben. Die anderen, naja, ich bin in Gedanken bei euch für alle, die arbeiten müssen. Aber erst, wenn ich bei der Oma wieder auf habe. Okay. Ciao. Tschüss. Nacht. Tschüss. Ja. Bobo. Oh, warte mal. Das mal.